Good morning, or is it? Could we say it's still a morning? Yes, maybe. We thought about talking in German, so everyone who needs a translation, we have two wonderful translators back there, and you can get your own device. My name is Pauline Rönneberg. I'm a filmmaker, an author or writer, and my colleague, Api Kahle. Guten Morgen, schön, dass ihr alle da sind, dass wir hier uns so versammeln zu einem so großen Thema Europa, und um dieses Thema irgendwie zu fassen, haben wir uns auch eine neue Form überlegt, nicht ein Podium unten oben, sondern wir sind alle Gleiche unter Gleichen, wir treffen uns im Zentrum des antiken Griechenlands und nehmen das auf, wie das damals zusammengefasst wurde und auf dem Marktplatz sich getroffen wurde und identitätsstiftend versucht wurde, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir haben es in zwei Teile aufgeteilt, die aber überhaupt nicht getrennt sein müssen. Europa erzählen, Europa sehen, fühlen, schaffen. Und wir haben auch entschieden, es ein bisschen umzudrehen. Pauline, glaube ich, wie... Ja, wir dachten, also wir lieben die beiden Titel, aber wir hatten irgendwie das Gefühl, es ist schöner, erstmal über die Idee oder den Ort Europa zu reden, darüber zu sprechen, was Europa ausmacht für die Menschen, die hier sind, um dann konkreter zu werden und über Kultur zu sprechen. Genau. Was waren gestern? Wir haben ja vielleicht, vielleicht ein bisschen aufzuholen für diejenigen, die gestern noch nicht da waren, was gestern passiert ist, weil das Thema bleibt, war ja auch gestern schon Europa, und da gab es schon einige schöne Anstöße, die wir vielleicht heute aufnehmen können. Es ging ja los unter anderem mit der Masterclass von Albert Serra, und das fand ich super interessant, dass er als erstes gesagt hat, er findet es ja wunderbar in Europa, nur dort kann er als Künstler frei sein, seine Gedanken frei gehen lassen, er kann arbeiten, weil die Förderpolitik in Europa ihm auch als Filmemacher das ermöglicht, frei und ohne Denken, wie kommt das Geld zurück, zu arbeiten. Das fand ich ein interessantes Momentum, wie normal positiv er sozusagen diesen Europabegriff für sich als Filmkünstler benannt hatte, und fand auch interessant, wie Rüdiger Sußland, Kulturjournalist, Kulturaktivist, wie er sich selber in deiner Mail immer nennst, ne? Muss ich immer ein bisschen lachen. Es ist nichts lächerlich. Ich finde es sozusagen so eine vielleicht finde ich später noch sozusagen. Ja, nimm mal das Mikrofon bitte. Ja, genau. Aber du hast sozusagen, was ich ganz spannend fand, ihr wolltest ein bisschen den Albert verhaften auf eine Referenz aufs Abendland von seinen, was er sozusagen als Themen behandelt. Da ist er ein bisschen manchmal ausgewichen, hat es aber dann am Ende dann doch bestätigt, dass diese Reichtum der Kultur in Europa und der Geschichten und der Mythen der Religion, dass das immer wieder auch für ihn so ein Inspirations- und Anfangspunkt ist. Das war bei Albert Serra. Es ging dann weiter, was ich super spannend fand, eine Podiumsdiskussion, wo Jan Bonny, der auch hier ist, Regisseur, zusammen mit seinem Kollegen Alex Wisser ein Etüdenfilm, würde ich es nennen, vorstellten, wo sich Herr Höcke, der AfD-Politiker, also der rechtsextremen AfD in Deutschland, die Europa verachten oder einen ganz anderen Begriff von Europa als vielleicht gemeinhin man denkt haben, trafen auf Kippenberger in einem Keller in Düsseldorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es das war, was ja auch wahrscheinlich sozusagen der Clash des aktuellen europäischen Momentes ist, sozusagen diese alte Vorstellung von Freiheit, Kunst, wir bewegen uns aus dem Nationalen hinaus in etwas Gemeinsames, und die andere Seite, die sagt, vergisst es, klar, Europa ist das Europa der Nation und der Klarheit und was auch immer. Das war ein schöner Impuls, der da war, oder Elisabeth Bronfen hat sich dann zusammen mit Alexander Kluge, den wir hier gestern Abend online
zugeschaltet hatten. Und das war wirklich auch sehr spannend, wie Herr Kluge mit über 90 mit Minutenfilm uns inspirierte zu diesem, oder mich jedenfalls, zu diesem Europabegriff. Und das würde ich gerne noch vorab zitieren. Seine Idee war, wie wäre es gewesen, wenn Napoleon Bonaparte am zweiten Tag in Leipzig an der Völkerschlacht gesagt hätte, nee, stopp mal, vielleicht ist es doch besser, Frieden zu suchen. Vielleicht ist es ganz gut, wie es so ist. Ich stoppe mal. Und wie wäre es gewesen, wenn dann der Krieg zu Ende gewesen wäre und schon 1812, 1813 dieses Europa oder diese Idee von Europa, die wir heute vielleicht haben oder der wir nachhängen oder die wir suchen, schon möglich gewesen wäre. So ein Gedankenmodell. Und dann spann er weiter und sagte, ja, dieses Europa ist ja nicht dieses eine Europa. Das habe ich gestern mitgenommen und finde ich vielleicht eine ganz gute Überschrift für den Beginn, für den Start, was vielleicht für euch, für uns dieser Europabegriff ist. Und er hat gesagt, das Europa ist nicht eines, sondern dieses Europa ist vieles und das Wertvolle oder es ist wert, aufgesammelt zu werden. Und dieses Aufsammeln, hat er gesagt, ist nicht eben so ein Collecten, sondern man muss dieses Europa neu erzählen. Wir müssen uns Geschichten erzählen, um wieder in die Lust zu kommen, dass dieser Europabegriff wieder größer und wichtiger wird. Das fand ich eigentlich, können wir eigentlich schon wieder aufhören? Können wir das Manifest schreiben? Aber wir wollen ja gar kein Manifest schreiben, es soll ja offen bleiben, was wir Rüdiger schüttelt schon mit dem Kopf, ist wunderbar. Also alle sind eingeladen, immer mit sich einzubringen in die Diskussion. Wir hoffen natürlich, dass uns einige von den Gästen, die wir auch gefragt haben, zu dem Thema hier vielleicht präsent zu sein. Vielleicht wollen wir kurz sagen, wer so da ist, Pauline? Ja, gerne. Also wir haben einmal Aije Pollard da, Autorin, Regisseurin, Produzentin, die in ihren Filmen ganz viel auch über Identitätssuche, Identitätsverlust sich damit beschäftigt. Dann haben wir Stravola Geronimaki da aus Griechenland. Ich glaube, sie ist jetzt in der Hellenic Film Commission, aber eigentlich Teil des Greek Film Center. Dann haben wir Sabine Rollberg da, ehemalige WDR-Arte-Redakteurin und Professorin für künstlerische Fernsehformate. Und du musst mir helfen, ich weiß es gar nicht genau. Roger Behrens, doch, Roger Philosoph Behrens, von der Helmut-Schmidt-Universität aus Hamburg, gestern schon auch auf dem spannenden Panel zum Autoritarismus, wow, ich habe das Wort hingekriegt, was ja vielleicht auch so ja schon die Gefahren gezeigt hat, wo dieser Europabegriff anders besetzt war. Und wir haben Victor Kosakowski, Victor, where are you? Here, also a director and filmmaker, very welcome. And Axel Timopur, of course. Journalist, Afrikanist. Genau. Ja, und alle sind aber eingeladen, sozusagen. Wir sind. Lisa Basten hinter mir zum Beispiel auch noch. Genau. Spannend. Und viele andere, genau. Eigentlich alle spannend. Wir wollen euch kennenlernen. Wer fängt an? Aisha, was ist für dich dieser Europabegriff, für dich ganz persönlich? Verbindest du damit etwas? Kannst du damit was anfangen? Sagst du, lass uns erstmal den Begriff klären. Meinen wir Europa die EU? Meinen wir einen Europabegriff, der in Istanbul anfängt, in Tel Aviv weitergeht und bis an die Grenze der Wolga geht? Ich spinne jetzt, das ist natürlich... Was ist für dich, als du gehört hast, lass uns über Europa reden, was ist dieser Begriff für dich? Also interessant fand ich, wie du mich eingeführt hast, dass meine Filme von Identitätssuche und Identitätsfindung handeln. So würde ich meine Filme nicht deuten, weil eigentlich in dem Film ja auch einfach gesetzt wird, dass es doppelte Identitäten gibt, verschiedene Identitäten gibt und dass man es hinnimmt, dass man es gar nicht verhandelt. Und das ist zum Beispiel wichtig für mich auch im Kontext des Europäischen, diese Vielschichtigkeit, auch eine mehrere nationale Zugehörigkeit zu haben und damit
und das nicht als ein Problem darzustellen, sondern als eine Bereicherung zu sehen. Und mit Europa ist eigentlich für mich das europäische Kino immer so verhandelt worden. Das amerikanische Hollywood-Kino, das europäische Kino war immer das Autorenkino. Und was eben auch wichtig war und mit eigener Handschrift und eine ganz andere Auseinandersetzung mit Themen und so weiter. Was ja dann in den 90er Jahren, 0er Jahren ein bisschen mehr verloren gegangen ist, weil irgendwie auch die Stärke des deutschen Kinos eben die Schwere, das Dunkle künstlich aufgehellt wurde und damit ganz viel weggegangen ist. Und, und das europäische Kino ist natürlich, da ist auch für mich natürlich das türkische Kino auch mit ein Teil dessen, das israelische Kino auch. Es ist eigentlich mehr kein Ort, es ist natürlich auch ein Ort, vor allem eine Haltung und eine Akzeptanz des Nebeneinanderseins zu ermöglichen und zu sehen, trotz Kooperation mit verschiedenen Ländern auch eine Identität beizubehalten und dafür zu sorgen, dass diese eigene Filmsprache aufrechtgehalten wird. Das ist für mich Europa und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Würdest du dich, wenn du dich vorstellst, als europäische Filmemacherin irgendwo vorstellen oder wie, wenn du dich benennen musst oder lokal verorten musst, so, würdest du dich dann als europäische Filmemacherin schreiben oder als deutsche Filmemacherin, kurdisch, deutsch, türkische Filmemacherin? Hast du da so Levelungen? So, weil ich habe nämlich nachgedacht, so letztens, ich bin ja in der Deutschen Filmakademie und dann dachte ich, ja, müsste ich auch in der Europäischen Filmakademie eigentlich sein. Und dann dachte ich, nee, reicht da, wenn ich in der Deutschen bin, dann bin ich auch irgendwie auch in diesem ganzen Kontext. Also da hakelt's bei mir schon, als was ich mich selber so bezeichnen würde. Wie ist das bei dir? Na, ich würde mich in erster Linie als Filmemacherin bezeichnen und wenn man dann doch das genauer wissen möchte, woher dann eher deutsch-türkisch und kurdisch, weil ich natürlich auch diese Sprachen in dem Film benutze. Und als europäische Filmemacherin, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Vielleicht sollte ich es ab jetzt machen. Aber ja, also Deutsch, Kurdisch und ich denke auch, die Sprache, die man benutzt, mit der man auch arbeitet, hat auch eine Wichtigkeit für die Bezeichnung der Zugehörigkeit. Sabine, bei Ihnen als Redakteurin mit Arte-Bezug und WDR-Bezug, war das etwas, was für Sie auch einen Unterschied gemacht hat, wenn man sich im Arte-Kosmos bewegt hat oder im WDR-Kosmos? Gab es eine Unterscheidung zwischen einer Sicht auf Europa vom Lokalen aus Köln in die Welt oder von Straßburg in die Welt zu gucken? Ich würde gerne erstmal anders einsteigen. Also ich habe mich immer als Europäerin in dem Moment gefühlt, wo ich außerhalb Europas war. Also wo ich diesen Blick von anderen Kontinenten, und da sind mir minimale Unterschiede eingefallen. Das mag Alltagsgewohnheiten sein, wie man zusammen isst oder was auch immer. Aber da habe ich mich dann so plötzlich europäisch gefühlt. Ich habe gedacht, ja, in den USA ist es halt so und oder in Afrika ist es so und so und so. Ähm, bei Arte ist dieser Anspruch, europäisch zu sein, ein bisschen den Bach runtergegangen in den Anfangsjahren, weil die deutsche Seite sehr viel Wert darauf gelegt hat, aus finanziellen Gründen, dass nicht mehr öffentlich-rechtliche arme Sender aus anderen Ländern da noch dazukommen, weil dann wäre ihr finanzieller Kuchen von ARD und ZDF, die immer Arte wie eine Milchkuh benutzt haben, wäre kleiner geworden. Und das haben sie nicht so gerne gehabt. Die Franzosen waren sehr erpicht drauf und haben da sehr viele Ambitionen gehabt und unglaublich viele Verhandlungen. Also die sind dann immer auch unterstützt vom Quai d'Orsay, sind die in ganz Europa rumgetingelt und haben versucht, Partner zu finden. Und das wurde dann immer in der Gesellschafterversammlung oder in der Mitgliederversammlung von Arte wurde das dann immer torpediert, die haben kein Geld und dann dürfen sie nicht mitmachen. Aber insofern war das eher immer Deutsch, Französisch und damit hatten wir ehrlich gesagt schon genug Konfliktpotenzial.
Das reichte, weil die Deutschen und Franzosen sind nicht so grün miteinander und da gibt es so massive Unterschiede. Und wir haben später dann auch viele transkulturelle Seminare gemacht, um uns besser zu verstehen, so in Kleinigkeiten. Inzwischen ist das wieder ein bisschen anders und ich finde, Arte ist in den letzten, aber darüber reden wir morgen, sehr viel europäischer geworden, aber das können wir ja morgen machen. Aber so mein eigenes Gefühl war immer, zum Beispiel was die Sprachen anbelangt, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, dass in dieser Spielfilmredaktion meines Hauses Arte so viel Wert darauf gelegt wurde, dass die Filme synchronisiert wurden. Ich habe mir gedacht, hä? Ne? Aber dann wurde das schöne Argument, das zerstört das Bild, wenn da diese Schrift drin ist. Ne? Aber dass ja ein Schauspieler mit seiner Sprache lebt und man diese Authentizität über die Sprache hören will und ein Film, in dem Kurdisch und Türkisch und wenn ich den dann deutsch überlabert höre, was soll das? Und selbst bei Arte, jetzt, also ich glaube, im 30. Gründungsjahr ist es inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Aber Sprachen sind natürlich was sehr Identitätsstiftendes. Ich will noch einen Satz sagen. Ich tue mich so ein bisschen schwer in unserer globalisierten Welt mit diesem Europäisch. Nicht, weil es von einigen Leuten so negativ reklamiert wird. Bürokratie, Regeln, bla bla bla, Gesetze und so weiter und eben Verordnungen. Ich bin auch ein Verfassungspatriot im Sinne von, würde ich von Habermas, das ist das, Menschenrechte etc., Gleichheit, was uns ausmachen sollte. Aber ich finde vielleicht, oder ich weiß es nicht genau, ob unser Blick in andere Kontinente, wo das ja vielleicht in einer anderen Variation auch ähnlich verhandelt wird, gibt es auch, und diese europäische Überheblichkeit, wir sind die Nation von 1789 folgende, wir haben die Menschenrechte irgendwie verwirklicht. Es sind Regierungsformen, die nicht funktionieren in verschiedenen Ländern und da leiden dann die Menschenrechte und die Pressefreiheit und was weiß ich nicht drüber. Aber ich glaube, wir haben in Europa so und so viele Länder, wo das auch leidet, die auch zum europäischen Kontext gehören. Und deswegen so, Europa in unserer globalisierten Welt, was haben wir denn eigentlich noch den anderen voraus? Und sollten wir nicht viel globaler denken und uns noch mehr vernetzen und gucken, wo wir voneinander lernen können und uns gegenseitig inspirieren können? Ah ja, das ist interessant, dass du im Endeffekt jetzt schon das Thema aufmachst, was ist überhaupt konkret, also ist Europa, also das klang jetzt gerade so, als ob das was konnotiert ist mit was Übermächtigen oder so, also oder das alte Europa, Old Europe so, also im Sinne von Werte, die irgendwie über anderen stehen oder so. Da ist sofort, Tun wir ja immer. ja, so kann das wirken, vor allem auch aus dem Ausland. Das wäre jetzt interessant, mal zu hören aus einer anderen Perspektive. Wie wirkt Europa? Wir haben, glaube ich, auch ein paar Nicht-Europäer im Raum. Haben wir? Dachte ich. Nee, eigentlich. Ja. Victor, no, Ja, you are gerne. maybe Kommst du a uns- European or no. Yeah, let me do it But you because will be. it looks like I have to say, first of all, I believe I have to thank you for you because without you I will not exist. I would not exist. And from me, as born in Soviet Union, I know what you have and you probably don't. You have freedom. When I start to, in order to be filmmaker in the Soviet Union, you have to, you go through huge competition. And if you want to be filmmaker here, there is no competition. If you want to be student, there's almost no competition. In my country, in Soviet Union, it was 100 people in one place in university to be filmmaker. And I was trying it 4 times before I achieved, 4 years before I achieved it. Because it's huge competition. But this is not the point. The point is that whatever you do, it was controlled. Here, and everything I did later, I understood it was not possible at all in Russia, neither in Soviet Union. Even when Soviet Union collapsed, it was still impossible to think about big subjects. Like, for example, when war with Chechnya started, I decided to make a movie which was
mainly produced by Germany, France, UK, Japan. It was absolutely, it was only 10% of money of Russia, because the subject I raised was impossible even to talk about. My subject was, I love what you said. I want to kiss your hands for because, but let's imagine you're born different place. I've lived in Russia. Yeah, I know yeah. how it feels. Yeah. So imagine you don't know where you're born, right? You don't know. You don't know why you're born this place, not another place. You don't know why you're born in this name, with not another name. Someone decided that you will be born there. Why you are Greek, we don't know. You just happened. It just happened. So in the moment you're born, you immediately take with you everything, like common religion, common beliefs, common mistakes, common aggression, everything. What is there, it's yours. And you believe this is supposed to be. But if you are not responsible for the place you're born, and you are not responsible for ideas around, why you are not the person you don't like? So what I'm saying, when Russia attacked Chechnya, I asked myself, if I will be born in Chechnya, I will fight with Russians, because this is what I did not decide to be Russian. If I would be born accidentally Chechenian, I will be fight against Russians, right? Obviously. Even pronounce this idea, it was not possible. So what I decided, to meet every person who was born with me in St. Petersburg in the same day. Same day, same year, in one place. It was born 101 person, 50 boys and 51 girls. Nature knows what she does. So, and I decided to meet them. It was no internet at the time. I literally make 4 years knock into the door of people and ask how they are, who they are, what they are doing. Even to come with these ideas, it was not even questioned in the Soviet Union and neither in Russia. But European Union financed it. French, Germany, England, Japan, you give me money. Then I came with another idea, what is love? Because we know that everyone, most of us divorce. So I decided to make a film about what is love. What is, like, if you're Greek, you know, there is difference between chair and idea of chair, talking from Platon. What is an idea of love? What does it come from? And what, so even, and again, you allow me to make movie, I Loved You, which is not possible to make. And then I made film against cement. I mean, sorry to say against cement, but because Germany is actually the symbol of future, because Frankfurt exactly, look around, there are good buildings and 10 ugly buildings, good building and 10 ugly buildings. This is what will happen soon in the planet, because when we will realize that in the next 20 years will be 2 more billion people, we will fast build buildings without thinking how they look like, and we will use cement. But again, it's kind of, you allow me to make such things, and you never ask me to change anything. You never ask me, even Arte, all my films bought by Arte, commissioned by Arte, they never said to me it's too long, or change something, or put voiceover. I have no voiceover ever. I don't have interviews. I don't have mostly people, and you accept it, and never said to me, no, change it. And so you have fantastic. In Soviet Union, you cannot give film to public before five institutions check it. And like my friend Sakurov, he was making 100 changes in one film sometimes. So most of his film was forbidden. And here, you didn't ask me anything. When some people say, oh, European Union collapsing, the fact that I'm still doing movies say opposite. I'm symbol of, you are not collapsing, you are opposite. If you give me money for films no one needs my films, no one. I'm doing just luxury art, and you commission it and you give me money and you pay for it. It's unbelievable. So it means you are not only dying, you are opposite. You give chance to
because I'm trying to say that documentary is art and documentary is not journalism, and you never ask me to do any changes, and you just make it. So you have freedom. Thank you, and Darf ich kurz was congratulations. sagen? Bitte, bitte. Sie heißen Viktor Kosakowski und Sie haben eine Carte Blanche bei Arte. Das hat kein anderer. Ja? Also ich will das nur nicht, damit hier Illusionen entstehen, dass die Freiheit ist so wunderbar. Natürlich, wir haben großartige Freiheit und ich möchte diese Freiheit auch mit den Zähnen und mit allem, was ich habe, verteidigen. Sie ist ganz wichtig und ich weiß, wie schwer es in Russland ist. Ich habe dort auch 2 Jahre gelebt, aber ich wollte nur sagen, die Freiheit ist hier nicht für alle so gegeben und Sie haben einen wunderbaren Produzenten. Heino kämpft für Sie wie ein Löwe und ist ein großartiger Produzent und hat viel Einfluss. Ja? Das ist ein Privileg. Auch hier gibt es Privilegien. Ne? Nur damit nicht irgendwie, ne? Es ist auch, so, ist es nicht alles hier irgendwie, wir haben die Freiheit auch leider noch nicht so erreicht, wie wir sie uns wünschen. Und alle Kulturkämpfer, Aktivisten müssen dafür nach wie vor auch hier kämpfen, wollte ich nur sagen. Und es ist nur eine kleine Bemerkung, ich will hier nicht so monopolisieren. Was mich gerade so wahnsinnig beschäftigt, dass wir durch die Neurologie und durch die Wissenschaften einfach viel mehr wissen, was kulturelles Erbe bei uns, was Traumatisierung, die wir Menschen erfahren durch Kriege, durch Katastrophen, durch Ängste, wie sehr uns das belastet und abgrenzt auch von anderen, weil wir so erfüllt davon sind, dass wir gar keine Offenheit mehr haben, uns mit den Traumata anderer zu befassen. Das heißt, Filme sind ja immer die Möglichkeit, in die Köpfe anderer reinzugehen und Brücken zu bauen und kulturelle Verständigung zu finden. Wenn aber immer mehr Menschen traumatisiert sind, frage ich mich, wie geht das denn dann noch, wenn jeder irgendwie immer isolierter, individueller, irgendwie traumatisierter wird? Funktioniert das noch? Und einfach diese ganzen, was wir gerade erleben, durch die schrecklichen Kriege aller Orten, nicht aller Orten, aber an den entscheidenden Orten, die wir, diese Traumata, die dadurch wieder entstehen, haben ja auch ihre langwierigen Konsequenzen im Nichtverstehen füreinander und im Verhärten. Und das macht mir eigentlich so, von Identitäten gesprochen, macht mir einfach wahnsinnige Angst, weil es alles nur noch abgrenzend ist und nicht brückenbauend. Wir sind ja noch am Aufsammeln der Erzählung des Europabegriffs und von Roger würde ich gern vielleicht aus der Philosophensicht hören, was ist denn dieses System, ist es ein Systemkultur Europa oder was ist es für dich aus Philosophensicht zu berichten, wenn Europa die Überschrift ist? Gibt es da etwas, woran wir uns mit deiner Erzählung einen Weg zu diesem neuen Europa, was wir vielleicht suchen oder schaffen oder einer Utopie, könntest du uns da helfen mit so einem grundsätzlichen systemischen Kulturbegriffen? Ich sag mal jetzt nichts als Philosoph, weil das weiß ich nicht als Philosoph zu beantworten. Europa ist ja erstmal ein geografischer und ein politischer Begriff. Und das überschneidet sich. Das ist relativ banal, aber das ist insofern wichtig, weil beides, sowohl die geografische Ordnung Europas als vor allen Dingen auch die politische Ordnung Europas, verbunden ist mit Herrschaft. Mit Herrschaft, mit Gewalt, mit Zwangsordnung. Und das prägt letztendlich auch eine Vorstellung von Europa, sofern sie immer wieder auch reproduziert wird durch die jeweiligen Herrschaftssysteme. Es sieht anders aus, wenn es sich um Systeme handelt, die demokratisch verfasst sind. Das heißt nicht, dass dort eine Realität an demokratischer Praxis herrscht, aber eben diese Verfassung ist da. Das würde ja gelten für das, was Habermas meint mit dem Verfassungspatriotismus. Ich musste an der Stelle übrigens stocken, weil Kluge gestern nochmal einwarf, er ist ein Patriot des Films.
Und das passt da ganz gut, weil das eine wäre zu sagen, wir haben ja eine Rechtsordnung, die seit ihrem Beginn umkämpft ist und im Übrigen ja auch sehr mit Herrschaft durchsetzt ist. Also das darf man ja nicht vergessen. Es war ja 1789 nicht einfach der Tag, an dem Menschenrechte galten und dann wurden die irgendwie sukzessive abgebaut, sondern die waren von vornherein in der Hand weißer Männer in privilegierter gesellschaftlicher Stellung. Und ich dachte, dass diese Idee vom Patriotismus des Films, das Wort Patriot gefällt mir an sich überhaupt nicht, selbstverständlich bei Kluge, oder ich deute das so, eben meint, statt sich nur auf die starre Rechtsform zu berufen, eben zu berufen auf das, was Kluge gestern sagte mit der Rettung des Narrativen, also man quasi gezwungen ist, politisch immer neue Geschichten zu erzählen und diese Geschichten eben auch in ihrer Heterogenität zu vervielfältigen. So, was hat das jetzt mit Europa zu tun? Er hatte ja eine schöne Geschichte, dass Europa eigentlich ganz klein angefangen hat in Griechenland und dann immer größer wurde und so weiter. Ich dachte nochmal als Einstieg, vielleicht lasse ich es dann dabei erstmal auch, aber es ist ein Gedanke, den ich kurz ausführen will, an die Überschrift, die wir gestern für das Panel hatten. Ein Gespenst geht um in Europa. Diese Gespenster, das hat Stiegelegger ja schön dargestellt, sind zum Beispiel die identitäre Bewegung. Heute Morgen beim Frühstück dachte ich, okay, das ist eine zwangsidentitäre Bewegung. Also die erste Okkupation, die da geleistet wird, ist auch eine Okkupation dieses sehr schwierigen, das wäre eine philosophische Debatte wahrscheinlich, sehr schwierigen Identitätsbegriffs. Also das heißt, die identifizieren sich ja nicht mit sich selbst, in wie auch immer freudschen Sinne, wo es ist, soll ich werden oder wie auch immer stabile Ich-Identität, sondern die identifizieren sich mit einem Nationalismus, mit einer Idee von Europa als Festung, mit einer Idee von Europa, was geschlossen ist, was stabil ist, was komplett auch zwangsheterogen ist und auch überhaupt keine Fantasie zulässt. Also ich dachte auch bei den Beispielen, die Stiegelegger gezeigt hat, und wir kennen alle diese Beispiele, ist, auch was die AfD so zu bieten hat, es ist ja extrem lustfeindlich, extrem spaßbefreit, extrem, also außer dass es so eine quasi wie damals Brecht Hitler gegenüberstand, also das Hitler an sich, oder bei Chaplin kennen wir es ja, also an sich eine komische Figur ist, aber eben zu brutal, um darüber lachen zu können. So ist das ja auch mit den ganzen Höckes und Maximilian Krah und so weiter. Bei Krah dachte ich auch, was die voranbringen, ist sowas wie eine asexuelle Revolution. Also die komplette Austreibung jeder erotischen Dimension von Politik oder was auch immer. Jedenfalls, worauf will ich hinaus? Ein Gespenst geht um in Europa. So beginnt das Manifest der Kommunistischen Partei 1848. Und das ist ja ein Gespenst, was eben nicht, also was die bürgerlichen Kräfte gefürchtet haben. Also für Marx und Engels und die Arbeiterinnenbewegung war das eben kein Gespenst, sondern das war eine reale Gewalt. Aber die bürgerlichen Kräfte haben das als großes Gespenst gesehen. Und jetzt gibt es eine interessante Wendung, nämlich dieses Manifest bezieht sich ja überhaupt nicht auf Europa. Also das geht sozusagen von Europa aus. Aber das Ende des Manifests hat die Formulierung, das Proletariat hat nichts zu verlieren, es hat eine Welt zu gewinnen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das eigentlich für eine Welt, die man gewinnt, wenn man, keine Ahnung, in irgendeinem Reihenhaussiedlung in Manchester lebt oder, also was gewinnt eine Arbeiterin 1848, wenn sie die Welt gewinnt? Also was hat sie dann? Hat sie einfach nur was zu essen oder kann sie jetzt nach Mallorca fliegen oder keine Ahnung, also was passiert da? Was ist das für eine Welt?
Und Welt ist ja etwas, was wir nicht unmittelbar haben. Also es gibt ja wenig Zugriff auf das, was wir Welt nennen. Ne? Chibo hat diesen Slogan, jede Woche eine neue Welt, und dann sind da irgendwie kleine Haushaltsgeräte mit gemeint oder irgendwas. Ja, also unser Weltbegriff, der changiert ja total. Und übrigens auch in dem Sinne, dass wenn wir von Globalisierung reden, es immer ein Gegenmodell dazu gibt, was in der Globalisierung gar nicht aufgeht, nämlich der Universalismus. Also Globalisierung ist eigentlich streng genommen das totale Gegenteil von Universalität. Auch in Bezug auf Menschenrechte und überhaupt auf Lebensverhältnisse. Es gibt aber ein Bild von Welt. Im ganz buchstäblichen Sinne, nämlich seit 1972 als Fotografie, die Blue Marble Fotografie, die vom Weltraum aus gemacht wurde. Und dieses Bild von der Erde ist ja ein Bild, auf dem man, das ist ganz klar von der Größe her, man sieht da keine Lebensverhältnisse, man sieht keine Menschen. Ne? Also das wiederholt sich ja auch in diesen ganzen Ökologiedebatten, Gaia und so weiter. Also da kommen in der Regel lebende Personen mit Konflikten, die sie so haben, überhaupt nicht vor. Und an diesem Weltbegriff orientieren wir uns gegen sozusagen diesen total beschränkten Europabegriff oder nationalisierten Europabegriff der Faschisten, die scheinbar konkretistisch sagen, hier sind wir, hier, ne? Aber das auch immer abschieben von sich. Ja? Also in dem Video gestern, Europa leidet. Ja? Also was leidet denn da? Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn, das wäre so meine Antwort erstmal und ganz unphilosophisch. Ganz unphilosophisch. Na, du hast am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass für dich Europa zunächst mal ein politischer und ein geografischer Begriff ist. Jetzt würde ich die Stavola gerne fragen, weil du ja als Griechin hier quasi repräsentierst die Uridee Europas. Würdest du dem zustimmen? Oder ist Europa vielmehr auch ein Gedanke oder eine Idee oder eine Utopie? Hello. Um, the Greeks, in a way, they say we are Greeks, we are coming from the ancient Greeks, everything. They are very much focused on their archaeological identity. But now, even in Greek people and European, they have to think what's their identity. We're not, I mean, even Greek people as a nation, we're not the same. So it's difficult to describe European identity. And in terms of cinema, since the most unknown Greek director is Theo Angelopoulos, in the 70s, he was a representative of that kind of cinema of cinema d'auteur. And the films that he made had to, he talked about history that had to do with Greece, but also in his own ontological perspective. And in order to understand yourself, you have to understand your history and your origins. And when you have to identify yourself and it's not only in the border of your countries, but what is around you. And around you, it's not only, for us that we are Greeks, it's not only Europe in terms of a union. For us, since we are very close to the West, to Israel, to Palestine, to Turkish people and Kurdistan, we have another notion of Europe. Because of our geographical part, yes, and the history. In a way, when Europe
and the politicians take some policies that have to do that to protect, let's say, Europe, we're a little bit angry sometimes because it seems like they have to protect themselves and not find things that there is the world, and what it's very difficult even for when it has to do with cinema to make films that have only to do with your country in our days. Thank you. Rüdiger. Rüdiger, du wolltest was sagen. Eigentlich noch eine Ich wollte eigentlich nur was sagen, organisatorisch. Ich habe ja hier mitorganisiert. Absolut. Machen wir es das- richtig in das- deinem Sinne? Ja, ihr habt eine Sache nämlich beim Anfang vergessen zu sagen, dass das Ganze ja deswegen nicht auf der Bühne stattfindet, weil eigentlich alle mitreden sollen. Ja. Und die Ermunterung, hat er gesagt, dann sage ich es einfach nochmal, die Ermunterung, Ja. dass, weil die Wortbeiträge alle sehr interessant sind, aber auch alle sehr lang und so einer nach dem anderen, dass man irgendwie versuchen müsste, ein bisschen mehr in den schnellen, schlagwortartigen Austausch zu kommen. Und sich auch Rede und Gegenrede und sowas. Kurz Okay. hatten wir das schon mal. Das wollte ich Das eigentlich ist dem gut. RP Nee. zuflüstern. Über Rhythmus haben wir gar nicht gesprochen, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung. Das ist gut. Gibt es irgendwelche rhythmischen Unterbrechungen? Axel hat, glaube ich, eine rhythmische Unterbrechung. Vielleicht sozusagen kann Axel uns nämlich helfen, obwohl er aus München kommt, im Zentrum Europas lebt, uns so einen gewissen Außenblick vielleicht auf dieses europäische Selbstbild zu geben oder auf diese Organisation, nämlich in seiner Funktion als Afrikanist, sozusagen als Ja, als Wissenschaftler. Ethnologe auch. Also es ist nicht Bitte. nur Afrika und ich meine, die Ethnologie fängt ja zu Hause an und ich habe mich immer gefragt, also ich habe 2 Kinder, warum haben die eigentlich nicht die europäische Nationalhymne jeden Morgen im Kindergarten gesungen? Also das war für mich eine große, tiefe Sehnsucht, also um sowas wie Identität zu schaffen. Und es beginnt dann auch, warum gibt es nicht den großen europäischen Filme wie Heaven's Gate, Deer Hunter, die von der Sünde des europäischen Traums handeln könnten. Und da frage ich mich halt, warum gibt es das nicht? Und da muss ich halt, und da möchte ich vielleicht 2 Episoden erzählen aus der außereuropäischen Geschichte, weil es gibt natürlich einen herrschenden Diskurs über das, was Europa ist, das sich langsam entwickelnde, über den Dreieckshandel, Sklaverei und so entwickelnde große Europa, das wir heute kennen. Aber es gibt halt, ich möchte zwei kleine Geschichten erzählen, 2 Episoden. Es gibt die eine Episode aus dem 14. Jahrhundert, als der katalanische Atlas entworfen wurde. Das erste Mal eine Landkarte, wo man plötzlich in Europa von den großen Reichtümern dieser Welt erfahren hat. Dass es diesen Mansa Musa, den reichsten Mann aller Zeiten gehabt, der nach Mekka gepilgert ist mit Kamelen voller Gold. Und das war in der Phase, als in Europa gerade die Pest ausbrach und, was für viel weniger Leute wissen, nicht nur die Pest brach aus, sondern es gab eine riesige Währungskrise. Durch die Pest konnten die Silberminen, weil es keine Arbeiter mehr gab, kaum mehr Münzen produzieren. Aber das Allerschlimmste war, dass das große westafrikanische Reich plötzlich den Goldhandel unterbrochen hat. Das ist einfach, dass die viele Münzprägeanstalten, sei es in England, sei es in Flandern, mussten für 10 Jahre aufhören, Münzen zu produzieren. Und weil Europa damals tatsächlich nichts produziert hat, also ein marginales Reich war im Gegensatz zu der Levante, zum Mittelmeerraum oder in China, wo wertvolle Stoffe produziert worden waren. Also es war eine unvorstellbare Krise und also das zum Teil sogar zum Tauschhandel zurückgekehrt werden musste. Und in dieser Zeit entwickelte sich plötzlich, also wirklich natürlich auch eigentlich nur als Reaktion darauf, das portugiesische Weltreich, das plötzlich Ceuta eroberte, das sagte, das können wir uns nicht leisten, dass irgendwelche Machtkämpfe in Westafrika uns in eine große Krise stürzen und worauf dann tatsächlich also immer weiter in den Süden vorgezogen wurde und Portugal zu dem wurde, was es dann war und alles nach sich gezogen hat, was dann kam. Was ich damit sagen will, ist, dass man sagt ja, es gibt ja diesen berühmten Spruch, der Mensch denkt, Gott lenkt, aber hier muss man vielleicht auch sagen, Europa denkt und es war der Süden, der lenkt und
das ist jetzt die zweite Episode, die ich noch erzählen möchte. Also das ist auch ein toller Zufall, weil heute ist der 18. April und vor genau 74 Jahren fand die große Bandung-Konferenz in Indonesien statt. Also eine der ganz großen, entscheidenden Momente, nicht nur für den globalen Süden, der sich das erste Mal auf einer Konferenz traf für eine Woche und Handelsvereinbarungen und vor allem Dekolonialisierungsideen vorbrachte, die allen möglichen Leuten auf der Welt Angst machte und die letztendlich dazu führte, dass Nasser, der damalige ägyptische Präsident, nach Ägypten zurückkam und sagte, wir müssen dieser ganzen Scheiße hier aufräumen, diese ganzen Engländer, Franzosen und so, und der einfach dann mehr oder weniger den Suezkanal, also privatisieren wollte, also in ägyptische Hände gegeben wollte, und weil die Engländer und Franzosen dagegen protestierten, den Suezkanal blockierte. Also auch das sind natürlich Sachen, die klingt vertraut. Auch heute ist der Suezkanal tatsächlich eine weitere wichtige Funktion. Aber was das Interessante ist, was dann kam, ist halt mit der Suezkrise, was wenige wissen, vielleicht kam es halt tatsächlich dazu, dass die Engländer und die Franzosen zusammen mit den Israelis den Kanal besetzten. Und das war insofern eine schwerwiegende Krise, weil die USA nichts wussten und was auch keiner ahnen konnte, weil die USA tatsächlich höchst beleidigt waren, sich wiederum mit der Sowjetunion, obwohl im Kalten Krieg, koalierten und sagen, das geht gar nicht. Und am Ende Engländer und Franzosen sehr düpiert dastanden. Und da gibt es diese berühmte Szene, und jetzt komme ich auf das Ende der Geschichte, denn zu der Zeit, als der englische Premier Eden mit Amerika telefonierte und eingestehen musste, dass sie verloren haben, saß Adenauer im Büro des französischen Premierministers Mollet, und der erfahren musste, die Sache ist vorbei. Und worauf Adenauer sagte, mein Gott, das ist die Chance auf eine Revanche. Jetzt bauen wir Europa. Und das ist tatsächlich, man glaubt ja oft, dass Europa tatsächlich aus ethisch sauberen Gründen entwickelt worden ist, dass es erst die Stahlunion gab 1951, dann gab es den Versuch einer Verteidigungsallianz, die nicht geklappt hat, und das war vollkommen in Stocken geraten. Aber mit dieser Angst vor einer Dekolonialisierung und vor einer tatsächlich ganz schwierigen Machtverlust wurde halt Europa aufgebaut. Also und zwar als nicht in einem postkolonialistischen Sinn, sondern in einem spätkolonialistischen Sinn. Denn die nächsten Konferenzen in Rom gingen alle darum, wie kann man die Kolonien einbinden, wie kann man sie retten. Und ich denke, das muss man verstehen, dass Europa natürlich auch, ähnlich wie Amerika, diese Erbsünden hat, die wichtig sind. Und Manne Sperber hat mal gesagt, man muss die Toten kennen, um die Lebenden zu verstehen. In seiner Wie eine Träne im Ozean. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir in Europa verstehen müssen, dass wir eine Menge Tote, eine Menge Traumata haben, was du gesagt hast. Und nur wenn wir diese Traumata kennen, denke ich, können wir auch sowas wie ein europäisches Narrativ entwickeln, das letztendlich auch zu ganz großer Kunst und vielleicht auch zu sowas wie einer europäischen Identität führt und dann vielleicht auch zu dem Moment, dass unsere Kinder die europäische Nationalhymne singen. Also das wäre tatsächlich mein größter Wunsch. Man kann es jeden Abend bei Deutschlandradio. Ich mache das oft, wenn ich auf der Autobahn nach Hause fahre. Es kommt erst die Nationalhymne der Bundesrepublik. Da kann ich den Text oft nicht so richtig mitsingen. Und dann kommt ja die Hymne Europas. Wissen dann alle, wie die geht? Also wir könnten die jetzt auch singen, aber das machen wir vielleicht am Ende, wenn wir dann sozusagen eine Utopie entwickelt haben in 1,5 Stunden oder in der 3. Stunde. Aber um auf diese Utopie zu kommen, vielleicht nochmal kulturaktivistisch gefragt, Rüdiger, was ist denn dein Begriff, wenn du sozusagen das Narrativ oder Europa erzählen, wir sind ja noch in dem Programmpunkt Europa erzählen, laut Kluge sollen wir die Geschichten aufsammeln, weil es ist wert, weil es gibt dieses Europa der vielen verschiedenen Europas. Ist das richtige Plural, ja? Und Europi. Ich gebe mal an dich sozusagen das Wort, dein Narrativ von Europa als Kulturaktivist, um nochmal auf diesen Begriff rumzuhacken. Ja, ich bin Patriot
und nicht nur des Kinos. Und du, RP, du hast ja gerade schon mit den Hymnen angefangen und auch Axel. Wir beide hätten vielleicht lieber die Kinderhymne als Nationalhymne, die von Brecht geschriebene, von Eisler vertonte, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern uns die Hände reichen, wie zu anderen Völkern hin. Das könnte ja auch auf Europa insgesamt passen. Das wolltet ihr nicht, als wir in die Einheit kamen. Das ihr. Wir und das ja, Wir. Genau, sozusagen. Das ist auch mich, schon. Du wolltest mehr hin und her, sozusagen, wir und ihr. Ja, genau. Ich komme ja aus dem Osten und unser Europabegriff eurer Meinung beginnt ja dann erst mit 1990, aber der war ja schon vorher da. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sozusagen diese Hymne. Ich wollte 2, 3 Punkte aufgreifen, die gesagt wurden. Also tatsächlich können wir gleich nochmal auf Bandung zurückkommen, denn soweit ich das verstanden habe, ich hab Philosophie studiert. Als Philosophiestudent oder wenn man da ein Examen hat, dann ist man tendenziell, wenn man Hegelianer ist, jedenfalls auch Optimist. Das bin ich. Gleichzeitig habe ich Geschichte studiert, da wird man Skeptiker. Insofern hält sich das die Waage. Und an Bandung ist ja auch der Beginn der dritten Welt. Und das war ein Positiver der blockfreien Bewegung, die sich dann dritte Welt nannte, also Nasser und Indonesien, Suharto war das, glaube ich, und die es bis heute gibt. Und ich wollte dir sagen, wir sprechen heute vom globalen Süden, du hast das auch gesagt, ein wahnsinnig pauschaler Begriff, der Länder wie Brasilien, Burkina Faso und China umfasst und viele andere noch, die irgendwie alle nicht zusammenpassen, weder politisch noch kulturell. Die dritte Welt, da denkt man immer, ja, das sind die in der dritten Reihe stehen. Eigentlich waren das die bewusst gesagt haben, wir sind weder Ost noch West im Kalten Krieg, sondern wir sind das Dritte, was vielleicht auch hegelianisch gedacht das höhere Dritte, die Aufhebung ein bisschen des Blockgegensatzes ist. Die Trinitas, genau, die katholische Trinitas. Und das Katholische, das führt mich genau auf Europa. Weil für mich ist Europa, ich hatte wie RP offenbar auch Latein in der Schule und das bedeutet... Russisch hatte ich, Russisch. Nein, das war jetzt ein Witz, weil er bei Europi oder Europas gesagt hat und sowas. Nein, blöder Witz. Ich dachte, das bleibt auf der Insider-Ebene. Da wird man natürlich, da wird man auf Rom geeicht. Und für mich dieses von Christdemokraten aus Westdeutschland, Italien und Frankreich gegründete Europäische Union, die EWG damals hieß erstmal, das ist was sehr Positives. Und zwar aus mehreren Gründen. Es ist wirklich auch eine Nachkriegserfahrung. Mag das Projekt der Räuber sein, die noch einmal mehr spätkolonial sein wollen. Das ist aber immer nur das eine. Das andere, also so wie Rom, die Legionäre und die Kastelle in ganz Europa verteilt waren, also eine Militärherrschaft, war Rom ja auch Rechtsstaatlichkeit und der erste Form von Verrechtlichung von demokratischen Verhältnissen. Rom war auch Seneca, der Skeptiker, der Anfang der Skepsis. Und die Skepsis ist eine europäische Tugend, die zur Selbstkritik führt, die aber gleichzeitig, natürlich kann die Selbstkritik auch ausarten und dann sind wir beim Stalinismus, dann sind wir bei Beria, dem Henker Stalins, dass die Selbstkritik zur Selbstvernichtung führt. Und der Gedanke, ich habe viele Gedanken, aber ich will mich auf einen konzentrieren, ist eigentlich diese Selbstzweifel. Wir haben den klassischen Westen als ein Projekt, und das ist Europa, als ein Projekt der Modernisierung. Und der Westen nicht geografisch gedacht, sondern als ein Projekt, zu dem selbstverständlich auch das, was geografisch Mittel- und Osteuropa ist, dazugehört. Dieser Westen, der hat viel Grund zu Selbstbewusstsein, trotz allem, was dagegen spricht aus meiner Sicht. Und es hat niemand besser gesagt als Viktor, der gesagt hat, vielleicht wisst ihr gar nicht, was ihr habt. Er hat ja damit nicht nur Arte gemeint. Das ist ja auch gut, dass die Europäer vielleicht sich selber am meisten kritisieren. Aber wir sind auch manchmal die sich als Einzige kritisieren. Also, dass die USA sich so wahnsinnig kritisieren, dass sich China, dass sich Russland, und da könnte man jetzt noch viele andere nennen, dass die sich dauernd selber kritisieren und in Zweifel ziehen, das kann man ja jetzt nicht behaupten. Korrigiert mich, wenn ich mich täusche. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, dass dieser Selbstzweifel und die Skepsis nicht umkippt in Selbstzerstörung und in einen Prozess, der die eigenen Grundlagen untergräbt. Und diese Furcht habe ich manchmal bei Debatten, die wir führen, nicht jetzt hier,
sondern bei Debatten, die wir über Demokratie führen im Zusammenhang zu Populismus und wie viel Demokratie muss sein, bei Debatten, die wir unter dem Siegel Postkolonialismus führen, wo wir die vielen Sünden, und Axel hat das gerade beschrieben, zu Recht aufzählen, aber die vielen Sünden können ja nicht dazu führen, dass alles, was auch an Errungenschaften hervorgegangen ist, dass wir das gleich mit ausschütten. Und ich finde, um mal mit einer Frage zu enden, die ich in die Runde werfen möchte, wir hatten heute beim Frühstück ein Gespräch mit dem Peter Scharnhofer, der da auch sitzt. Da war so ein bisschen, wir kamen auch auf die Zweifel, aber auch auf die Frage, wo hat das eigentlich alles angefangen? Was war so dieser Punkt, wo ein gewisser Idealismus aus der Nachkriegszeit, der auch was mit einem anderen, patriotischen, eben nicht nationalistischen, aber Gesellschaftsbuilding und Nationbuilding zu tun hat, mit der Bildung, nicht Building, der Arbeiterklasse, aller Klassen, mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über den wir morgen noch mehr reden werden, der sich nicht verstanden hat als Unterhaltungs-Blablabla und RTL-Fortsetzung mit anderen Mitteln, sondern als eine Erziehungsanstalt. Pädagogik, nicht Rohrstock, irgendwie Didaktik, aber schon Pädagogik. Und als etwas, was auch die Gesellschaft zusammenführt und zusammenhält. Und die individuellen Interessen und Freiheitswünsche, die extrem berechtigt sind, aber vermittelt zu dem, was man Gesellschaft nennt. Und wo hat es angefangen, dass das umgekippt ist in so einen Prozess der Effizienzkriterien, also der falschen einseitigen Rationalität. Rationalität ist auch europäisch, aber nicht, wenn sie einseitig ist. Unterworfen ist und dazu führt, dass so eine Mühle alles immer kleiner malt und wir am Schluss die kleinsten Einheiten noch einer reinen ökonomischen Logik unterordnen, die das Politische und das Kulturelle untergräbt und vernichtet. Wo hat das angefangen und kann man diesen Prozess umkehren? Das wäre meine Frage. Wo hat es angefangen und wo kann man das umkehren? Und ich gebe jetzt einfach die Mikrofone einfach immer so in die Runden, sozusagen, um Antworten oder vielleicht auch andere Fragen oder andere Narrative zu bekommen. Hi, mein Name ist Luana. Genau, ich studiere an der FFB und ich wollte irgendwie so ein bisschen vielleicht mal so eine studentische Sicht. Und ich bin auch in Brasilien aufgewachsen. Irgendwie war gerade sehr viel über globaler Süden die Rede. Da wollte ich irgendwie ein bisschen drauf antworten. Genau, aber eigentlich zu deiner Frage. Ich finde tatsächlich in letzter Zeit oder auch eben sozusagen seit Kohl ist es ja irgendwie viel eher eine pädagogische Sicht von öffentlichem Rechtlichem. Also ich finde, das ist ja auch, was die Qualität oder auch so eine fehlende Qualität im Deutschen und vielleicht auch vor allem im deutschen Kino und im Fernsehen ja irgendwie auch ausmacht, dass es ja irgendwie sehr erzieherisch versucht zu erklären. Also ich finde, also vorher die Freiheit, die wir beim WDR und so weiter vorher erlebt haben mit Fassbinder, genau, das war ja einfach eher was anderes. Genau, und ich wollte einfach irgendwie vielleicht nochmal zur Freiheit irgendwie sagen. Also ich glaube eben, ich kenne ja zumindest an der DFFB, wir sind super international aufgestellt und das hat einfach was damit zu tun, dass viele Leute eben aus verschiedenen Ländern, die nicht auch unbedingt aus Europa sind, herkommen und hier die Mittel auch haben, Filme zu machen und sich dann irgendwie zu etablieren und vielleicht bewusst dann sagen, okay, wir machen in Europa Filme, weil das ist da, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, das zu machen. Und ich glaube, das ist zumindest auch viele Leute, die ich aus Brasilien kenne, auch nicht mal die technischen Möglichkeiten hätten, Filme zu machen. Also ich finde, das scheitert ja zumindest schon mal an der Technik und nicht nur an den anderen Mitteln. Genau. Vielen Dank. Danke. Wolltest du was sagen? Du hast gerade so ein Zeichen. Ja. Ja, klar, also ich glaube, wie vielen geht es auch mir so, dass ich auf einfach viele Dinge reagieren kann und ich glaube, es ist ein super breites Spektrum, was hier gerade einfach mal als Kaleidoskop historisch, aber auch horizontal einfach mal präsentiert wird. Vielleicht ganz kurz, viele kennen sich so untereinander, ich gehöre da gar nicht dazu, deswegen sage ich kurz, ich bin Lisa Basten und ich bin eigentlich gar nicht mehr tätig im Kulturbereich selber. Ich arbeite inzwischen bei der Hans-Böckler-Stiftung, also der Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wo, und das ist so interessant auch, natürlich wir dieselben Fragen uns stellen und das sind ähnliche Debattenräume, die sich da öffnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir über Europa erzählen, nachdenken, es auch darum geht,
für wen wir erzählen, an wen wir erzählen und an wen wir uns richten. Genau. Meine Kinder singen übrigens die Europa-Hymne. Ja, das ist nämlich der Punkt. Die gehen in Brandenburg in die Schule. Und jetzt pass auf, deine in München. Ne? Und das ist doch eigentlich interessant, weil ich glaube, das ist anekdotische Evidenz dafür, dass wenn Europa unter Druck steht und wenn bestimmte Werte, Ideen, Vorstellungen, ich weiß es nicht, ein Kit, der irgendwie ja da zu sein scheint in diesem Projekt, unter Druck steht, vielleicht auch eine Rückbesinnung auch abseits der Institutionen passiert, in denen es eingeschrieben ist. Und in Brandenburg steht Europa unter Druck. Da steht alles Mögliche massiv unter Druck, aber definitiv auch Europa. Und das ist ein bisschen da, wo ich gerne hinkommen würde, ist, dass wenn ich an Europa erzählen denke, dann ist für mich Europa da an der Stelle vor allem ein Projekt. Natürlich ist es auch eine Politik, eine politische Haltung, natürlich ist es auch ein geografischer Begriff und alles Mögliche, aber für mich als Bürgerin Europas ist es vor allem ein Projekt, und zwar ein Projekt, was gerade zu scheitern droht. Und welche Rolle spielt darin die Frage danach, Europa zu erzählen? Also haben wir Europa nie so, also ist es ein Scheitern in der Vergangenheit gewesen? Oder ist es eine Suche nach den Traumata? Haben wir die Geschichten nicht richtig aufgesammelt? Oder ist es etwas, was wir jetzt tun? Und das ist für mich eine ganz wichtige Frage darin. Deswegen, wenn ich, und dann ende ich auch, wenn ich über Europa erzählen nachdenke, dann frage ich mich eben, ist das nicht Zukunft erzählen? Also muss das nicht Zukunft erzählen sein, über was, wo der Fokus hingehen sollte in diesen Tagen? Dort kommt schon eine Meldung dazu. Danke. Genau, ich würde da gerade kurz einhaken, weil ich es super spannend finde. Und also ich glaube, dass so dieses Scheitern, Drohen auch wieder so eine Geschichte ist von Backlash. Also es werden jetzt andere Geschichten erzählt, wichtige Geschichten, wir hören endlich zu. Menschen, die es schon lange in Europa gibt, dürfen jetzt endlich ihre Geschichten erzählen, und in Reaktion darauf bekommen andere Menschen Angst, dass sie keinen Platz mehr haben, dass sie ihre Privilegien verlieren. Und das führt dazu, dass diese europäische Idee der Offenheit, der Gleichheit, Geschwisterlichkeit irgendwie sich auflöst. Und genau. Wenn du das Mikrofon gleich mal nach vorn gibst, Aische würde ich dann gern, und hier Person mit dem blauen Shirt. Im Grunde hat sie das auf den Punkt gebracht, was ich meinte, dass auf einmal in Europa natürlich Menschen da sind, die jetzt nicht dem normalen europäischen Bild von weiß und europäisch ist, mittlerweile in der dritten Generation leben und dann auch gerne auch Sachen, diese erbsen Traumata auch verhandeln. Und ich glaube, man muss sich der Vergangenheit beschäftigen, um in die Zukunft blicken zu können. Und dass das dann natürlich dann eben von Leuten, die im POCs sind, verhandelt wird, und dass einfach auf einmal diese Freiheit, Offenheit sich beschränkt, weil Leute Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Und das merke ich ganz stark. Und das heißt, im Grunde ist es jetzt auf einmal, dass Leute mitreden, die vorher immer ignoriert worden sind. Und auf der anderen Seite zu sagen, wir sind demokratisch, wir sind offen, und dann aber zu bestimmen, wer wessen Geschichte erzählen darf. Das ist so Sachen, ich glaube, das ist dieser Umbruch gerade, was stattfindet. Ja. Alex? Ganz kurz. Ich wollte dazu noch mal von einem anderen Punkt gucken. Also für das Drehbuch, das wir da im Moment gerade entwickeln, habe ich mir recht viel sozusagen dieser Institut für Staatspolitik YouTube-Kanal angeguckt. Und da gibt es auch eine Folge, wo über Kant gesprochen wird, und Kubitschek dann so sagt, das ist ein Buch, das ich nicht gern lese, also die Aufklärung sozusagen, weil das der Beginn der Aufklärung.
weil wir das jetzt abwickeln müssen, sozusagen. Das Projekt ist ja sozusagen so die Gegenaufklärung, sozusagen, so, und das ist so mehr oder weniger so die Wiederverzauberung der Welt. Und das fand ich jetzt nochmal interessant, wenn wir jetzt so über Räume sprechen und auch Diskursräume und Architekturräume, dass da, also wenn wir über Zukunft sprechen wollen, dass wir nochmal ein anderes Bild auch von der Vergangenheit, das ist ja auch wieder ständig neu konstruiert. Und da denke ich, waren wir mal weiter, also sozusagen, also wenn ich mir zum Beispiel die Architekturen von Böhm angucke, von Gottfried Böhm oder sozusagen, so wie da mit Ruinenarchitektur gearbeitet wurde. Also sagen sie eben auch mit sowas wie einer Idee von einem Marktplatz in Neviges zum Beispiel. Dass das ja nochmal auch sozusagen fast so eine liturgische Kompetenz dann praktisch dann ist, auch in einem Ort, wie man eine Gemeinschaft bilden kann und dass man praktisch so, wenn wir über Sünden reden sozusagen, dann ist es natürlich dann ja, ist es ja auch, wie man mit seiner Vergangenheit umgeht, auch als Gesellschaft. Also das war früher, habe ich den Eindruck, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Kompetenz in dem Bauen sozusagen, dass man halt sozusagen so sozusagen so die Traumata ausstellt. Und mittlerweile in diesen ganzen Rekonstruktionen geht es ja um ein komplett anderes Bild von der Vergangenheit. Und ich denke, das müsste halt in kulturellen Produktionen allgemein sozusagen so, also dass die Traumata mit ausgestellt werden in der Art und Weise, wie wir Vergangenheit thematisieren oder erzählen. Schließen Sie gleich an? Ich habe total, also, Entschuldigung, ich bin gerade erst dazugekommen und versuche gerade alles aufzuschnappen, was gesagt wurde und wollte eigentlich zu dem davor noch was sagen, wenn es okay ist. Ja, klar. Also erstmal, ich bin Emina, ich bin Produzentin, ich bin im Krieg geboren, meine Eltern sind aus Bosnien, ethnische Säuberung der Muslime. Ich glaube, man weiß ungefähr, was 92 bis 95 in Europa stattfand. Und wollte noch mal ganz kurz darauf aufgreifen, was Sie gesagt haben zum Thema Europa, weil es total interessant, ich schließe mich automatisch aus als Bosniakin, obwohl wir in Europa sind, weil ich immer das Gefühl habe, es wird von Europa gesprochen, aber eigentlich meint man alle EU-Länder, die viel mehr Privilegien haben als alle anderen. Muss auch zu dem sagen, was Sie gesagt haben zum kollektiven Bewusstsein, zu dem, dass BIPOCs in Deutschland sind. Wir sind schon sehr lange hier, schon sehr lange. Und dann wird über die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen und über Bildung. Meiner Meinung nach wurde von vornherein eine Gründung einer Institution, die dafür da ist, Kunst und Bildung vereint, einer Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft zu präsentieren, basierte automatisch auf einem rassistischen Gedankengut zu denken, die Gesellschaft sind nur wir, weil die Gesellschaft sind auch wir alle zusammen. Und ich glaube, dass es jetzt passiert, warum wir alle jetzt über Europa sprechen, ist, weil wir uns jetzt trauen, wirklich laut zu werden und zu sagen, wir sind auch da. Aber wir sind auch müde, die ganze Zeit als solches angesprochen zu werden. Mein Abschlussfilm ist für den Deutschen Filmpreis nominiert. Ich war also letzte Woche am Samstag, saß ich mit der Blickpunkt Film in einer Runde und die Eingangsfrage, weil Mehmet Akif da neben mir saß, Mehmet Aktas neben mir saß und ich mit dem Produzenten noch zusätzlich, wir waren in so einer großen Produzentenrunde und es wurde die Eingangsfrage gestellt, wie schön, dass ja dieses Jahr eine neue Jury, also das wurde so gesagt anders gewählt, der Deutsche Filmpreis. Man sieht auf jeden Fall eine unfassbar starke neue Vielfalt an Filmen und vor allem eine Internationalisierung der Filme. Damit waren dann wir beiden gemeint, ja. Und ob das jetzt so gesagt einfach für uns jetzt gesellschaftlich verankert ist und wie wir jetzt eigentlich damit umgehen, ob wir uns freuen oder nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Frage so ein bisschen degradierend fand oder nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube eher schon. Und ich habe auch nur gefragt, was meinen Sie genau? Wir haben ja in Deutschland einen deutschen Film erstellt, der auf Deutsch besprochen wird mit einem deutschen Team, der national, aber vor allem international als deutscher Film verkauft wird. Wieso müssen wir jetzt international sein, obwohl wir doch in Deutschland sind? Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich versuche das jetzt gerade, alle Themen, die Sie besprochen haben, irgendwie in eins zu fassen. Aber ich glaube, so gesagt, die Zukunft Europas bedeutet, dass man aufhören muss, Leute zur Schau zu stellen, sondern einfach nur alle als gleichwertig gemeinsam auch anzusehen. So. Wenn ich mich da kurz anschließen darf, das versucht so ein bisschen die beiden Dinge zu verbinden. Ich bin Jakob, einige kennen mich, aber andere nicht. Ich bin Produzent und Filmemacher in Frankfurt. Rüdiger, was du gesagt hattest, war sozusagen, dass die Skepsis zu Europa gehört oder europäisch sei.
aber die einseitige Skepsis nicht, glaube ich, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe. Und das würde ich sagen, ist eins der Dinge, die ich auch mit dem in Verbindung bringe, was du gesagt hast. Deinen Namen kenne ich nicht. Neben Emina, Alex, ja. Alex, genau. Zu der sozusagen, dass wir schon mal weiter waren in der Vergangenheitsbearbeitung oder so. Und ich halte beides für falsch. Also, und zwar deswegen, weil ich glaube, dass diese Vergangenheitsbearbeitung auf eine bestimmte Weise passiert ist in Deutschland, sehr stark über Veräußerlichung, also irgendwie nach außen schieben. Es wurden Monumente gebaut, es wurden Veranstaltungen gemacht, es wurde in der Schule unterrichtet und das hat auch alles irgendwie geholfen. So, ich will ja gar nicht sagen, dass das falsch war. Das hat, glaube ich, auch, so ist das historisch noch nicht vorgekommen und das ist schon auch gut. Aber man darf auch nicht vergessen, wo das herkam. Das kam daher und da kamen auch diese Gebäude her, da kam auch übrigens der öffentlich-rechtliche Rundfunk her, dass wir besiegt wurden. Also das war der Grund. Ja. Es war nicht so, dass wir uns selber überlegt haben, wir wollen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, sondern das war eine Bildungsorganisation oder Bildungsinitiative der USA und der anderen Alliierten. Und das heißt also, dieses leicht pädagogische von oben herab, was du jetzt als rassistisch gesagt hast, das ist da drin gar nicht unbedingt nur, also mag auch noch zusätzlich rassistisch sein, aber das war einfach was gesagt wurde, okay, das deutsche Volk ist so ideologisiert gewesen und so rassistisch und so weiter, also bis zum Ende gleichgeschaltet gewesen, dass ja ganz, ganz wenig überhaupt auch Widerstand gab aus der deutschen Bevölkerung und so. Und ich glaube, wir müssen uns schon sehr, übrigens auch die Flüchtlingsgesetze, die wir haben, die in Deutschland Asyl garantieren. Ich habe mich mit einem Flüchtlingsforscher unterhalten, das wusste ich überhaupt nicht. Der hat mir gesagt, das war deswegen, weil die Bundesrepublik den Flüchtlingen, die aus der Bundesrepublik irgendwie mal abgehauen sind, die Möglichkeit geben wollte, wieder nach Deutschland reinzukommen. Und das waren natürlich Nazitäter. Also da gab es die erste sozusagen, also nicht nur sicherlich, aber also ich weiß auch nicht, ob ich es richtig... Ja. Auch die, genau, ja. Aber ob die tatsächlich über Asyl reingekommen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, da ging es um was anderes. Also ich glaube, das waren ein Kontingent, Flüchtlinge und andere Sachen noch mehr und so, aber genau, ja. Ja, aber es ging schon auch um die aus Argentinien wieder kamen und andere so. Aber also ich glaube, wir müssen tatsächlich also deswegen brauchen wir nicht weniger Skepsis, sondern wir brauchen mehr. Wenn das Projekt Europa funktionieren soll und anders sein soll als das Projekt China oder das Projekt Russland, Neurussland oder wie auch immer, dann brauchen wir das. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wo wir herkommen. Und das führt mich dann zu dieser, also deswegen verstehe ich total, dass du sagst, hier, es ist keine Internationalisierung, wir sind immer schon hier, ja, so, also viele gibt es immer schon hier und so. Und das ist was, also ein ähnliches Projekt, das ganz anders ist, aber auch ähnliche Geburtssünden hat, ist das amerikanische Projekt so. Und das ist völlig anders, aber auch da ging es nur um, über eine Erzählung eine Gemeinschaft herzustellen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, wenn wir das erreichen wollen, dann kommt uns Filmschaffenden und auch den anderen Kulturschaffenden eine große Rolle zu. Und die haben wir, glaube ich, noch nicht erfüllt. Und da geht es darum, große europäische Erzählungen zu machen. Also das gab es mal in der Musik, ja, so bei Beethoven und so. Aber ich glaube, das können wir nochmal irgendwie versuchen, wieder aufzubauen, große europäische Filme zu schaffen, Serien zu machen, Literatur zu schreiben, solche Sachen, das wäre, glaube ich, einfach mal großartig. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das stärker käme. Genau. Ich wollte noch mal zu ihr was sagen. Also das Interessante ist ja natürlich, also das ist auch symptomatisch, dass natürlich Elea und im toten Winkel ja auch von den MitgliederInnen gewählt worden ist. Das ist auf der einen Seite gibt es eine Offenheit da, die ist vorhanden und dann kommt es vor, dass dann in so einem Gespräch das Wording nicht stimmt. So, und diese Ambivalenz ist da. Also das heißt, es gibt auch, es ist nicht nur einseitig, aber es ist etwas in Bewegung. Und ich meine, dass wir überhaupt gewählt wurden, war ja auch schon was Besonderes. Also das war ja, nein, es ist nach so vielen Jahren nicht. Und klar, das wirft natürlich ein Bild seit 30 Jahren. Und dann kommt es auf einmal jetzt, dass es war.
Ich bin natürlich froh, dass es überhaupt noch kommt. Aber das ist schon, ja. Und was ich nochmal zu dem Herrn sagen wollte, ist, natürlich ist wichtig auch, dass man dieses differenziert Denken, das Komplexe beibehält. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht gleich in das Banalisieren oder Grobe zu fallen, ist wichtig. Und das, was uns trennt in Europa, auch aufrechtzuerhalten und auch gleichzeitig den Fokus, was es verbindet. Aber das Verbindende und das Trennende gleichzeitig zu zeigen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Roger und dann Sabine. Ne? Also meine Kinder, und da bin ich ganz froh, singen keinerlei Hymnen. Das Einzige, was die singen, da bin ich nicht so froh, ist Nina Schuber und Alicia Keys. Das geht noch, aber und wenn sie nicht singen, ist auch gut. Ja? Die können nicht singen. Aber das ist egal. Ich hatte eigentlich so einen kleinen Exkurs vor Augen, den fasse ich jetzt zusammen. Deine Frage, wann geht's los? Diese Überantwortung der europäischen Idee an kapitalistische Struktur, dass es der Kapitallogik untergeordnet wird. Nur ganz kurz, um das Fässlein aufzumachen, das ist keine Entscheidung, die man fälschlicherweise trifft, sondern die Kapitallogik ist eine Struktur, die resultiert, und das wäre quasi die Antwort fürs Oberseminar, die resultiert aus Tauschverhältnissen, die in der Bronzezeit entstehen, mit Arbeitsteilung zusammen. Also wo wir auch wieder in Europa sind, vom Ursprung her, und das wir zu rekonstruieren. Das Interessante für mich daran ist, dass genau diese Logik, die unser aller Alltag strukturiert, irgendwie Geld zu verdienen, um überleben zu können oder dann eben auch nicht zu überleben, weil zu wenig Geld und so weiter, sich zu verdinglichen, zu entfremden, etwas ist, was in den meisten Diskursen ja überhaupt nicht auftaucht und auch quasi als ständiges Trauma unserer Lebensentwürfe nicht auftaucht. Trauma heißt ja Wunde. Also wir laufen ständig mit dieser Wunde rum, ohne die eigentlich zu bemerken. Ein Gedanke, den übernehme ich von Veit Selk, der gerade ein sehr meines Erachtens wichtiges Buch veröffentlicht hat, vor ein paar Monaten, Demokratiedämmerung, bei Surkamp ist es erschienen. Da geht es um den Niedergang der Demokratietheorie. Also der Plot ist zu sagen, wir haben Niedergang der Demokratie und müssen jetzt auch mal registrieren, dass wir quasi akademisch, theoretisch überhaupt nicht in der Lage sind, diesen Niedergang zu erfassen, sondern dem einhergeht auch ein völliges Versagen der Theorien. Und das möchte ich kurz für unser Thema hier übertragen. Zum einen als Vornotiz, es gehört zumindest für mich als libertärer Anarchist, wie ich mich auch immer nennen will, grundsätzlich dazu, eigentlich eine Weltgesellschaft zu denken ohne Staat. Die Idee der Politik ist klar vom Wortsinn auch her, Polis, ist an den Staat gekoppelt, und dass wir Gesellschaften nationalstaatlich organisieren, ist begründet in Europa über die Französische Revolution, aber sozusagen dingfest gemacht seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Also seitdem verschwinden sämtliche anarchistischen Utopien und von bis, ne? Also über Stalinismus und Leninismus müssen wir jetzt gar nicht reden, und die Verbrechen gehen weiter dann in China mit Mao und der Volksrepublik und so weiter. Aber eben auch in den Bewegungen, in den linkspolitischen Bewegungen, wie man sie heutzutage hat, gibt es eigentlich nichts jenseits des Staates, und wir sind in der sehr bizarren Situation, dass man eben eigentlich den Staat verteidigen muss, um überhaupt eine Grundlage zu finden, ihn vielleicht doch mal irgendwann abzuschaffen. Aber dieses Irgendwann ist weg. Und zwar
weil Helmut Kohl jetzt auch nochmal erwähnt wurde, beziehungsweise einmal mehr wie gestern auch die 80er Jahre ins Spiel kommen. Das ist die Zeit, nur vom Stichwort, es ist uns ja allen bekannt, wo jemand wie Lyotard in die Runde wirft, das Ende der großen Erzählung. Und die haben, also ja, die gibt es noch und meinetwegen heißen die auch Katholizismus oder wie auch immer, aber das sind keine Erzählungen mehr, auf die wir quasi im Sinne einer Massenbasis zurückgreifen können, sondern wir haben heute, und da komme ich jetzt auf dieses Buch von Veit Zelk, was er einfach nur bemerkt, diese ja paradoxe Situation, wir sitzen ja alle lieb und nett. Und wir haben alle unsere Erzählungen, wo es um Trans und Queer und irgendwas und neue Identitäten und Offenheit und Diversität und so weiter geht. Und die auch verankert ist. Die verankert ist zum Beispiel auch bei Arte oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter, die über Deutschlandfunk transportiert wird, die wir in den Zeitungen nachlesen können, die wir reproduzieren, wo wir uns auch gegenseitig vorhalten können und das auch zu Recht vorhalten können, dass man da doch auf Rassismen wieder reinfällt und so weiter und so fort. Und es gibt aber gleichzeitig quasi auf der Gegenseite genau eine Verhärtung des Diskurses, der das alles nicht hat. Und das fällt komplett auseinander. Also es gibt sozusagen, weil wir das ja gestern auch mit einem Historikerstreit hatten, also quasi dieses Zusammenkommen, was ich jetzt auch gar nicht will, ne? Aber sozusagen das Zusammenkommen zwischen einer Faschisierungserzählung und einem offenen Diskurs, wie er hier transportiert wird, gibt es nicht. Da gibt es keine Überschneidung. Und das ist der Punkt, an dem letztendlich auch, nur um den Satz zu Ende zu machen, Demokratietheorien scheitern. Also was wir, sage ich jetzt mal in so einem ganz offenen Sinne, dem entgegenhalten können, sind, so beschreibt es Veit, sind Wucherung an Theorien. Ja? Und es sind ja nicht sozusagen Theorien, die wir so werkzeugmäßig in politische Bewegungen einbringen können und durch die sich was ändert, sondern es sind permanente Wucherungen, die eigentlich am Ende immer nur haben, wir wissen auch nicht weiter. Wir können es irgendwie registrieren, wir können sagen, ach, das müsste man mal neu denken, anders denken, irgendwie. Aber letztendlich steuern wir auf eine riesige Scheiße zu. Und die wird sehr brutal werden. Sabine. Ja, Sabine und dann Lisa. Scheiße anzuknüpfen ist ein Das ist bisschen schwer, ne? schwierig. Deswegen, ich hänge so gedanklich, ja, aber auch da an dieser Frage, wo ist gewissermaßen der, wie heißt dieser Punkt, wenn irgendwas kippt? Ja, es gibt noch ein anderes Wort. Fall. Nee, das meine ich auch nicht, ist egal. Was ich nur, ja, irgendwas, egal. Also auf jeden Fall, ich rede öffentlich-rechtlich, Fernsehen. Es gab eine Zeit in den berühmten 80ern, da haben wir gewissermaßen, wenn man unser Programm angeguckt hat, da gab es Europa-Magazin, da gab es Europa-Show, da gab es Europa bla bla bla, also unglaublich viele europäische Sendungen. Die Frage, die ich mir stelle, waren wir damals bessere Europäer oder haben wir die falschen Geschichten erzählt? Obwohl, ich will ergänzen, dass in dieser Zeit wir auch Geschichten aus den Ländern, das heißt, bulgarische Filmemacher haben über Bulgarien erzählt oder auch außereuropäische. Das alles gab es schon mal, aber vielleicht waren es nicht die richtigen Geschichten. Oder die Spielfilmredaktion, die gibt es ja heute gar nicht mehr, hat Filme aus allen möglichen europäischen Nachbarländern gezeigt, auch noch in Originalversion im Westdeutschen Rundfunk. Also ich meine, es gab mal sowas, das war die Zeit von Fassbender, wo eben sehr viel möglich war, aber auch sehr viel didaktisch. Also eigentlich hatte ich das Gefühl, wir waren noch viel erzieherischer in der Zeit, ich war journalistisch tätig, nicht im fiktionalen Bereich, wo wir die Menschen zu besseren Europäern machen wollten. Wann ist das gekippt? Ich weiß es nicht. Ich war dann lange im Ausland, Russland und wo auch immer, und kam zurück und fand ein völlig anderes Fernsehen vor. Natürlich kamen die Privaten und das ist immer der Grund, warum dieser Konkurrenz irgendwie, angeblich haben sich die Leute nicht, also das Publikum hat sich angeblich nicht für Europa interessiert.
Die Einschaltquoten waren mager und deswegen hat man diese Programme nicht nur außerhalb der Primetime, sondern irgendwann abgeschafft. Also es gibt sie heute eigentlich nicht mehr. Auch auf Arte habe ich erbitterte Bemühungen gemacht, europäische Sendung. Ich habe meine Sendung konzipiert, Blick in die Sterne, um diese europäische Politik ein bisschen hautnah für Menschen damit das nicht nur Gurkenverordnungen sind, sondern was machen die in Brüssel und Straßburg und Luxemburg? Was machen die eigentlich für uns? War nicht gewünscht. Habe ich 2 Jahre drum gekämpft. Ne? Also Europa hat es schwer. Warum auch immer. Es wird von den Entscheidungsträgern, die eben doch entweder regional, also föderale Politik wollen, und dass ihr Bundesland präsentiert ist oder dann maximal die Nation. Aber so eine Metaebene, damit will niemand was anfangen, wobei wir doch sonst so entgrenzt sind. Ich verstehe es nicht. Sehr spannender Gedanke, vor allem, weil wir jetzt wieder landen bei dieser Frage nach Individualität und Gemeinschaft, nach klein und groß, auch das, was vorhin schon mal angesprochen wurde. Ja, wir wollen offen sein, aber nur, wenn uns niemand was wegnimmt, so, also nur, wenn nur ein paar Leute vom Kuchen was abbekommen, dann ja, sonst wieder nein. Das ist natürlich das Dilemma Europas, wenn man so will, im Großen und im Kleinen. Lisa wollte gerne noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich auf Sie reagieren, aber jetzt reagiere ich doch kurz auf Sie, weil das finde ich eigentlich einen interessanten Gedanken, den Sie jetzt zwar so wahrscheinlich gar nicht gemeint hatten, aber der bei mir jetzt gerade, auf den ich aufnehmen möchte. Wenn wir Europa erzählt haben, also wenn ich so meine, ich bin 83 geboren und fühle mich absolut als Europäerin. Und es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, erst so vor 5 Jahren, dass ich das überhaupt mal angefangen habe, in Frage zu stellen. So, ne? Aber halt super privilegiert, weiß aus dem Westen, so, ne? Aber dann war so, ja klar, wie Europa, Logo, also was anderes gibt es ja gar nicht. Und dann ist auch eben Arte und Öffentlich-Rechtlichen auch da drin interessant gewesen als, ja, wie ist es denn woanders? Genau, der Blick mal aus anderen Ländern und aus anderen Perspektiven. Und es war dann immer viel mit Traktoren, die rumgefahren sind oder aufbauende Städte. Oder es gab so ganz klare Bilder von diesen anderen Orten Europas. Aber die Frage, die ich mir heute stelle, ist, wurde mir da wirklich Europa erzählt? Wurde mir da nicht einfach eine Vielfalt dargestellt? Wurde mir da nicht Trennung auch erzählt? Und das finde ich eben auch ganz interessant, wenn ich es mit deinem Beitrag nämlich verknüpfe, weil vielleicht hast du recht, dass die Stimmen, die sich jetzt melden und die wir jetzt hören, zum Glück hören, endlich hören, deswegen auch bedrohlicher sind, weil sie nämlich die Geschichte Europas erzählen und sich nicht, zumindest in vielen Stellen, innerhalb ihrer nationalen Grenzen oder aus ihrer klaren Ecke beschreiben lassen, sondern mit einem anderen Selbstverständnis davon als Europäer oder aus deiner Geschichte, also dann eben als deutschen Film, sich bezeichnen und diese Trennschärfe damit auflösen. Und das ist natürlich ein Angriff auf Privilegien, was es nicht war, als ich eben die rumänischen Traktorfahrer in der Doku gesehen habe. Ne? Das hat mich nie angegriffen. Und die Vielfalt der Stimmen, die wir jetzt haben, tut es tatsächlich. Gleichzeitig muss ich trotzdem einfach kurze Gegenrede machen, dass ich kann nicht stehen lassen, wie Sie gesagt haben, dass die Diskursräume, dass unser freier, linker, offener Diskursraum getrennt und ohne Überschneidungsmöglichkeit sei zu einem faschistoiden Diskurs zu Europa. Ich denke, das ist wirklich falsch. Oder wenn es so wäre. Also erstens macht sich, finde ich, Kultur damit viel zu klein, verliert eine jegliche Relevanz meines Erachtens, wenn das der Anspruch ist, wenn man einfach sagt, naja, Mini-Bubble, gibt eh keine Überschneidungen, ist auch gar nicht unser Anspruch, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Und außerdem, und an der Stelle ist wahrscheinlich dann auch meine berufliche Realität, die dann da reinkommt, ne, als einfach Vertreterin sozusagen da auch der Arbeiterinnenbewegung oder der Institutionen, die das heute vertreten. Es gibt Millionen da draußen, die eben es nicht genau wissen und die auf der Suche sind, die sich nicht so klar verorten können,
in welchem Diskursraum oder in welchen Zielstellungen sie ihre Zukunft sehen und sie ihr Europa erzählen würden. Und darin steckt eine politische Relevanz und darin steckt, glaube ich, ein ganz, ganz realer Kampf, den es gerade um Diskursräume gibt. Stavrola, maybe it would be nice to have your comment. Yes, that since I'm working at the Greek Film Center so many years and we were also very close to the European policy about the audiovisual, what is the point that all the policy that had to do with the support of European cinema, it was focused on raising funding and money. That was only the discussion about was about money and not about the policy that we want in terms of the content and the cinema that we had, media program, media plus, and things like that. Always had to do with the funding that the projects would have, and co-produce and producers are just chasing money in order to gap their budget, and sometimes they don't focus so much in the content of the film. And another issue is that at the beginning in countries like Greece, since the financing was very limited, people that they would come from other countries and not from Greece as directors and things like that, and since there was a lot of competition, there was not really space from non-Greek to have money from the Greek Film Center. But we see that when there are people that they come, let's say in Greece or from other countries in Germany, and they speak about their trauma and the trauma that they live in their other countries outside of Europe or in Europe, that is, and then they go to festivals and things like that, that in that case it is fine for Europe and the industry to tell that yes, this is a German film, although it's coming from a director that's coming from Bosnia or Turkey and things like that. So sometimes I think that we are not really honest about if we want to tell stories about Europe, or we just want to tell our national stories. Wir sind ja schon mitten in Teil 2. Haben ja schon weiter. Willst du was, Rüdiger, willst du was sagen? Gern? Das war dein Pusten sozusagen? Dann mach es. Rüdiger steht in der Schlange, aber ich... Nee, aber gut, steht in der Schlange sozusagen. Ich würde kurz mal zusammenfassen, aber Rüdiger macht es vielleicht besser. Rüdiger, bitte. RP, wir kennen uns lang und schaffen das. Ja, natürlich juckt es mich in den Fingern zu viel, was zu sagen. Ich will eines nur aufgreifen, nicht, was Aische gesagt hat. Und deinen Namen, sag mir bitte nochmal. Emina. Also, ich hatte ja vorher Rom und darauf hast du reagiert gesagt. Also ich habe das, und so verstehe ich es, als ein offenes Projekt gemeint. Es geht jetzt nicht um historische, man kann bei allem Historischen immer das Gegenargument dann auch finden. Also, es ist mir, in dem Sinn gilt das, obwohl ich viel älter bin als Lisa Basten, gilt es auch für mich, dass ich auch sagen würde, ich fühle mich als Europäer. Und damit meine ich selbstverständlich, auch zu Rom gehörte übrigens Bosnien schon, das hieß damals Dakien, es war aber innerhalb des Reichs, genau wie die Türkei übrigens, das war Ostrom. Es war ein sehr offenes Projekt, und zwar fangen diese römischen Texte sehr schnell an mit den Grenzen. Grenzen sind ganz wichtig. Omnia Gallia in tres partes divida est. Ja, aber diese Grenzen sind flexibel, sie sind fluide, und ich will nochmal diesen Begriff der Fluidität einwerfen, ob nicht das Europa ausmacht. Also nicht, dass es keine Grenzen gibt. Die reine Offenheit, dann wäre ja auch Europa die ganze Welt.
Europa macht nur Sinn, wenn irgendwo Europa aufhört. Das heißt nicht, dass das andere schlechter ist. Vielleicht, dass es anders ist. Ja, gleich. Und nur, also ich will eigentlich nur sagen, dass für mich Europa keine Metaebene ist. Deswegen den Begriff, der mag so sein und man sollte Europa aber nicht so behandeln. Es ist eine Realität und die nationale Identität oder auch die regionale, wir haben ganz viele Identitäten, die ist aufgehoben, also enthalten, irgendwie bewahrt und irgendwie beseitigt innerhalb dieses Europas. Aber ich würde nie, noch die letzte Bemerkung zu euch beiden dann, also wir kennen uns lange und du weißt es, glaube ich, auch, dass ich habe dich nie als Nicht-Deutsche gesehen, nicht als nicht-weiß, nicht als irgendwie türkisch und anders und außen und die darf jetzt mal bei uns Filme machen und dann schnell wieder weg. Das ist ja völliger Quatsch. Ich würde nie jemanden, der aus Bosnien sieht, er kommt nicht als Europäerin sehen und was du für eine Staatsangehörigkeit hast, ist mir ziemlich wurscht. Und ich glaube, das ist Europa. Und deswegen ist aber umgekehrt, es ist eine wechselseitige Leistung und der Kampf um Anerkennung, noch ein Hegelscher Begriff, ist auch ein Kampf, ein Ringen, das kann ja positiv sein, ein positiver Streit. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn ihr in einer solchen Debatte euch als nicht weiß definiert. Ich weiß schon, dass es dafür Gründe gibt. Ich würde nie auf den Gedanken kommen. Das ist vielleicht die Dummheit von mir und ihr könnt sagen, ich habe eine privilegierte Position, deswegen kann ich es schnell hier so sagen. Aber umgekehrt müssen wir auch einen Weg finden, dass wir irgendwann mal jedenfalls uns als eins sehen, als ein Wir. Und nicht als ein, ja, du kommst aus Bosnien und du aus der Türkei, das ist ja noch viel schlimmer. Die sind wenigstens irgendwie auf dem Kontinent. Ja, das ist doch Quatsch. Und dieser Weg würde mich interessieren. Und der hat was mit wechselseitiger Anerkennung zu tun. Nicht nur damit, wir wollen jetzt auch rein und unseren Platz haben und die anderen müssen was abgeben, sondern es muss auf eine andere Ebene gehoben werden, falls das nicht zu idealistisch ist. Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, bis zu einer gewissen Grenze. Und das sind die Grenzen der EU. Wenn ich nach Bosnien fliege und zurückfliege, brauche ich meinen bosnischen Pass. Ich bin als Geflüchtete hierher gekommen, ich bin als Asylkind hierher gekommen, ich wurde mit 12 von der Schule abgeholt, sollte abgeschoben werden, ich war mit 12 im Gefängnis. Wir sind nicht auf der gleichen Ebene. Sie sprechen von einer privilegierten Position. Und natürlich sehen Sie uns als alles eins. Aber von meiner Position, die wirklich Dinge erlebt hat hier in Deutschland, die nicht inklusiv waren, die nicht gesagt haben, ach super, kommen Sie jetzt hierher. Jetzt werde ich dafür im Positiven beurteilt, dass mein Deutsch so gut ist. Natürlich ist mein Deutsch gut, ich bin hier aufgewachsen. Aber als ich 12 war, da sollte ich gehen. Einfach, warum eigentlich? Ich hatte ja gar keine Ahnung. Und ich glaube, das muss man einfach auf eine Art und Weise immer trotzdem mitnehmen. Nur wer ist eigentlich mein Gegenüber? Was hat mein Gegenüber eigentlich erlebt? Und solange ich nicht die Möglichkeit habe, in Länder zu reisen, so wie es Deutsche können, Mensch, Deutsche mit deutschem Pass, ich bin Deutsche mit nicht deutschem Pass, so rum, bin ich nicht equal. Und wenn wir über Europa sprechen, dann müssten wir über ein Europa sprechen, das überall die gleichen Rechte hat und sich fluide bewegen kann. Ich kann mich nicht fluide bewegen. Und ich kann auch morgen noch, kann mir meine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung entzogen werden und dann werde ich wieder abgeschoben. Und ich glaube, solange das noch da ist und wir einfach in einem Rechtsstaat differenzieren und die Menschen nicht gleichwertig, gleichgültig angesehen werden, ist es noch eine lange Zeit dorthin, glaube ich. Ich wünsche mir das total, aber ich muss leider sagen, es ist nicht die Wahrheit. Es ist noch nicht so. Ich wünschte, ich würde mich genauso, ich sehe mich in diesem Raum so wie alle hier. Wir sind Filmschaffende, wir sind Kreativschaffende, auf jeden Fall. Aber sobald ich draußen bin und irgendwas passiert, bin ich eben nicht gleich wie Sie. Also ich meine nur, die Frage nach ein Europa wäre für mich ein Europa wirklich, in dem es genau diese Fluidität gibt. Gibt es das Wort? Und ohne, dass es genau diese, ich sag mal, wirtschaftliche Vorteile, eine Gesellschaft gibt, die sich EU nennt. Und dann gibt es noch die paar Länder, die ja seit Jahrzehnten versuchen, auch reinzukommen und den Euro mit einnehmen, so wie in Bosnien, dass man mit Euro bezahlen kann. Wir möchten ja unbedingt dabei sein, aber wir werden es nicht.
weil es politisch, innerpolitisch einfach zu viele Probleme immer noch gibt, weil andere entscheiden darüber, ob wir dürfen oder nicht. Und damit hast du automatisch eine Art Zweiklassengesellschaft. Und die ist einfach unangenehm. So deswegen würde ich sagen, ja, ein Europa richtig gerne und Europa hat dann Grenzen, aber innereuropäisch dann wenigstens für alle gleich. Mit dem Mikro bitte, damit es übersetzt wird. Ein Satz nur, das ist Teil der Struktur und nicht einfach nur ein Manko von dem System, das wir verteidigen oder zu verteidigen gezwungen sind. Ganz kurz, weil die Energie da hinten ist ganz stark und wir wollen die mitnehmen. Danach ist der Axel dran und dann finde ich sehr schön, wenn der HP zusammenfasst und der Peter dran kommt. Genau, also Struktur, danke für das Stichwort. Rüdiger, auch wenn du dich als nicht rassistisch wahrnimmst und als nicht sexistisch wahrnimmst, das ändert nichts daran, dass wir alle strukturell rassistisch erzogen sind, strukturell sexistisch erzogen sind und diese Strukturen sich in unserer Sprache, in unserem Handeln einfach ausdrücken. Und das nicht, also das wird nicht negiert dadurch, dass wir sagen, nein, ich bin das nicht. Ich wollte eigentlich noch darauf eingehen, was Roger Behrens gesagt hat, weil ich musste direkt an Mark Fisher denken und seinen Capitalist Realism, das auch davon ausgeht, also quasi von Filmanalyse, also Filmanalyse als Ausgangspunkt nimmt und sagt, okay, das war noch vor der Finanzkrise 2008, 2009, sagt, wir können uns nichts anderes vorstellen als den Kapitalismus. Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen, als eine andere Gesellschaftsform oder Struktur als den Kapitalismus. Und das führt dazu, dass wir dass wir uns entscheiden können, entweder wir kriegen autoritären Kapitalismus oder wir bauen den Sozialstaat aus und versuchen uns vom Kapitalismus zu entfernen. Und ich habe das, also für mich fühlt es sich so an, als wäre das quasi das, worauf es hinausläuft. Also weil also ich habe das Gefühl, so jetzt klar binär und so weiter ist natürlich viel, viel komplexer, aber es gibt eben so eine offene Linke, die auch rassistisch ist und auch sexistisch ist und so weiter und so fort, weil strukturell gegeben, aber die sich mit die Vergangenheit aufarbeiten will, die diverser werden will, die irgendwie den Klimawandel in Angriff nehmen möchte und für Klimagerechtigkeit sorgen will und so weiter. Und dann gibt es halt irgendwie die FaschistInnen, die das alles nicht wollen und irgendwie, Hauptsache wir halten irgendwie am Kapitalismus fest, aber alle irgendwie in ihren nationalen Staaten und so weiter und so fort. Und also genau das, ja, und was tun wir dagegen? Genau, andere Erzählungen, Utopien, andere Arten zu leben erzählen. Genau, sorry. Vielen Dank. Also der Axel wartet schon ganz lange und der Peter. HP, du kannst es, glaube ich, besser beurteilen, wie lange der Peter schon wartet. Axel fängt mal an, Peter. Ja. Und dann, ich glaube, da hinten war auch noch eine Meldung. Ne? Okay. Wir müssten auch noch, das ist so ein bisschen zum Zeitplan so, Genau. weil wir wollen ja auch, gerade kam das Stichwort Utopie, ne, von Ihnen. Und das wäre noch ganz gut, wenn wir sogar noch uns auf den Weg dieser Utopie, was könnte die Utopie sein oder was könnten wir dazu beitragen, vielleicht auch als Filmemacherin, Filmemacher, wo ist da vielleicht unsere Aufgabenstellung, haben wir eine Aufgabenstellung oder geht es gegen die Freiheit der Kunst, das vielleicht schon zum Vordenken für die Redebeiträge, die danach kommen, wo wir vielleicht uns noch hinbewegen wollen, aber Axel, soll dich nicht schon beeinflussen, in eine gewisse Richtung zu denken? Du hast mich beeinflusst und gleichzeitig ist es das, was ich sagen wollte. Es ist tatsächlich auch was du, Rüdiger, angedeutet hast, wo hat es angefangen und wo endet es? Und wir hatten das schon mal in den 80er Jahren, also wie du das genau sagst. Und ich, auch wenn ich vor Schulklassen stehe und wo es um Filmvermittlung geht und ich frage, was ist euer Lieblingsfilm, dann kann ich ganz sicher sein, dass es nicht eine Schnittmenge gibt. Dass es tatsächlich jeder Schüler etwas anderes sagen wird, was sein Lieblingsfilm, was seine Lieblingsserie ist. Und ich denke, und da bin ich
ich denke, wir brauchen in dieser Hinsicht mehr Autokratie. Also ich glaube, wir brauchen Quoten, ganz knallharte Quoten, die letztendlich was du auch gesagt hast, wir brauchen so einen pädagogischen Ethos, der irgendwie reaktiviert werden muss, damit wir diese ganze ideologische Diversität, die du auch angesprochen hast, die ja wahnsinnig wichtig ist zu vermitteln, aber es muss an alle vermittelt werden. Es kann nicht nur eine Blase bedient werden, sondern es müssen alle 10.000 Blasen bedient werden. Und das ist meines Erachtens tatsächlich nur mit einer wirklich grausamen, auch im Kinderfilm gab es das in der DDR, dass tatsächlich auch dokumentarische Kinderfilme im Sandmännchen gezeigt wurden, weil es quotiert war. Das ist angekommen. Dadurch wurden Lebensräume gezeigt, Blasen gezeigt, die keiner sonst erfahren hätte. Das mag bizarr klingen, so eine autokratische Forderung, aber in meiner Verzweiflung manchmal denke ich, was an Kinderfilmen tatsächlich produziert wird und mit einem Blick auf das skandinavische Modell, das viel erfolgreicher ist, weil tatsächlich da Grundlagenarbeit geleistet wird und tatsächlich die Gesellschaft wieder horizontal auch strukturiert wird. Also was früher die Religion geliefert hat, das muss ja heute die Kultur liefern, im Grunde genommen, dass die Gesellschaft horizontal zusammengefügt wird und hält. Und deswegen denke ich, da müssen wir viel radikaler, viel grausamer denken, als wir es vielleicht normalerweise dürfen. Peter, wir rufen mal nach Nur ganz Wien. kurz dazwischen. Ja. Also, dass das DDR-Sandmännchen mit seinen Botschaften angekommen ist für mich schwer vorstellbar, wenn es zum Ende der DDR-Zeit 17.000 organisierte Neonazis gab. Na gut, aus mir ist auch was geworden und ich habe Sandmännchen auch geguckt. Ja, sage ich relativ selbstbewusst sozusagen, das ist relativ fern von Nazitum. Also, aber Peter, vielleicht sozusagen kann uns die österreichische Sicht auf die Dinge vielleicht da auch ein bisschen weiterhelfen. Das weiß ich nicht, vielleicht vorweg. Ich finde es toll, wie da ein Hölzchen nach dem anderen fällt. Und wenn es jetzt um Quoten geht und Roger da sitzt und man darüber redet, wie die Kulturindustrie in Nischen zerfallen ist, muss ich unmittelbar an Martin Büsser denken und man könnte auch da andocken nochmal, aber das ist jetzt eine andere Debatte. Ich möchte eigentlich einen Schritt zurückgehen, nämlich zu eurem Gespräch vorhin und musste da ad hoc an eine ganz alte Antirassismuskampagne aus Österreich denken, wo ein älterer Herr gegenüber einem kleinen Kind steht und drunter geschrieben ist, ich heiße Kollaric und du heißt Kollaric, warum sagst du dir Tschusch? Und das halte ich nach wie vor, ich heiße Kollaric und du heißt Kollaric, also das eine als klassischen Wiener Namen und das andere als Namen, der halt jemanden trägt, der vom Balkan da zugezogen ist, warum sagen sie zu dir Tschusch? Und ich halte das nach wie vor für eine sehr gute Kampagne, weil es einerseits die Gemeinsamkeit betont, aber auch die strukturellen Unterschiede und die Rassismen, die es zu benennen gibt. Das ist aber nur vorweggeschickt. Wir diskutieren Europa und ich hatte bei der Diagonale, die ich eine Zeit lang leiten durfte, immer das Vergnügen, im ORF-Archiv zu recherchieren und musste auch bei der Debatte rund ums Fernsehen an eine Szene denken, die wir damals gefunden haben. Die spielt in der Südsteiermark, damals noch an der Grenze zu Jugoslawien. Und man sieht einen Weinbauern, der seinen Hof in der Südsteiermark hat, aber seine Weinberge in Jugoslawien. Und es ist die vermeintliche fixe Grenze sozusagen, aber tagtäglich fährt er da hin und her mit seinem Traktor und hat auf der individuellen Ebene einen Deal mit den Grenzbeamten, dass auch nicht kontrolliert wird und dass er da einfach sozusagen seinem Tagwerk nachgehen kann. Und diese kleine Miniszene lief damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um 19 Uhr, Steiermark heute hieß die Sendung. Und ich glaube, für mich war bei der Recherche so wahnsinnig bewegend, weil sie einfach erstens mal ein Europa der Regionen erzählt und ich glaube, der Begriff der Region ist in unserer Debatte völlig verloren gegangen und auch ein Europa der Unmittelbarkeit und das wollte ich als die beiden Begriffe noch einwerfen, weil gerade im Bereich der Südsteiermark, wo wir lange auch gearbeitet haben, da ist es einfach die Unmittelbarkeit, dass man über die Grenze hinübergeht, dass man mehrsprachig ist, dass man ein Leben lebt, das per se schon mal ein sehr europäisches ist, aber diese Erzählungen sind nicht nur in Arte, sondern auch im ORF, vielleicht sogar wegen Diversitätsbemühungen und nicht trotz völlig weg. Also diese Bilder gibt es kaum mehr. Das nur als eine Ergänzung, also diese Selbstverständlichkeit auch. Vielleicht ist das auch ein bisschen die österreichische Antwort, weil natürlich setzt in Österreich die Debatte um Europa viel, also nicht nur in Österreich, aber jetzt gerade aus Wien kommend nochmal anders historisch ein und an.
Nun haben wir ziemlich viel uns diese Europabilder, die wir haben, erzählt, was wir fühlen, was wir sehen, wenn wir an Europa denken. Und wenn wir jetzt dieses letzte Wort, was in der Überschrift steht, im Teil 2 Europa schaffen, dann wären wir ja an dem Punkt, wo wir jetzt vielleicht uns gegenseitig die Ideenbälle zuwerfen. Wie könnte denn das passieren, dieses neue Europa schaffen, was eben vielleicht noch über einen Universalitätsbegriff hinaus, der eventuell ja nur Privilegien wieder bedeutet, ne? Hinausgeht. Und wie machen wir das vielleicht dann als Filmemacherin und als Filmemacher, weil wir uns ja hier auf diesem Kongress befinden, wo wir eben die Erzählung von morgen vielleicht bilden wollen? Haben wir also diese Verpflichtung, eine neue Europa-Idee in unseren Filmen niederzulegen, oder geht es gegen die Freiheit der Kunst, oder ist es falsch, weil jeder dann eine ganz andere Utopie hat und diese eine Utopie von Europa nicht zu finden ist? Ihr seht, das sind mehr Fragen als Antworten, die ich jetzt hier wieder reinspielen kann, aber das würde mich interessieren. Siehst du als junge Filmemacherin an der DFFB, hast du da dieses Gefühl, ja, das wäre die Aufgabe, die ich leisten will, oder nein, du setzt mich damit sofort unter Druck, oder was soll das? Lass mich einfach Filme machen und dann werden wir sehen, was sich da für eine Utopie herauskristallisiert. Also ich glaube, eine Filmhochschule ist ja dafür da, dass man überhaupt frei was erzählen kann und ich nicht abhängig bin von Förderung, um überhaupt meine Filme zu realisieren. Und ich fand jetzt irgendwie auch diese Diskursfrage von Vermittlungsarbeit irgendwie relativ absurd, weil ich finde, das sollte öffentlich-rechtlich nicht sein, und ich finde auch, also Diversitätsquoten und so einzusetzen, ist schon okay, ein Schritt. Aber ich glaube, dadurch kommen wir immer in diese noch didaktischere Arbeit, und ich finde, im deutschen Film wird ja alles explizit immer auch auserzählt, was ja auch irgendwie wirklich schwierig daran ist. Und wenn wir nochmal dazu kommen, wir müssen das jetzt vermitteln, treiben wir uns in eine komplett schwierige Richtung, was freies Filmemachen angeht. Ich musste gerade auch an Ulrike Oettinger denken, einfach, dass mal abstrakte Filme gemacht werden und dass sowas auch gefördert wird, das kann ich mir heute ja gar nicht vorstellen. Also, dass man solche Filmerzählweisen auch irgendwie nochmal in öffentlich-rechtlichem und in der Filmförderung aufmacht, das wäre ja vielleicht auch mal interessant, andere Arten von Filmen zu erzählen, die vielleicht so von ausländischen Filmemacherinnen erzählt werden oder aber auch europäische. Also, genau, vielleicht nicht nur in einem Realismusdiskurs zu verbleiben. Ja. Aisha, wie ist es bei dir? Würdest du das als Aufgabenstellung, Auftrag, oder würdest du sagen, geh weg damit? Na, also insgesamt finde ich, muss man nichts schaffen, weil es ist ja alles da, es ist vorhanden. Wir müssen einfach die Perspektive ändern und einfach das, was da ist, sehen, sichtbar machen und akzeptieren vor allem. Also das einfach, was heißt europäisch sein, das nochmal genauer zu definieren. Wie bunt ist, wie divers ist Europa. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man bei der Realität, bei der Wahrheit bleibt und das, was ist, die Gesellschaft so abbildet, wie sie ist, das reicht vollkommen aus. Und dann eben auch Leute, die eben, ich glaube, das ist nicht so einfach, dass sich das von alleine erledigt, dass dann irgendwie diverse Leute auch Filme machen können und dass deren Realität auch abgebildet wird. Auch zu sagen, was ist zum Beispiel Deutsch. Deutsch bedeutet auch, ich bezeichne mich als Deutsche, habe aber einen Film auch gemacht über, was in der Türkei irgendwie mit Kurden stattfindet. Das heißt, es ist auch ein Teil der deutschen Geschichte jetzt geworden. Also, dass man das nochmal eröffnet, also die Horizonte erweitert und sieht, dass auch die Perspektive verschiebt, das würde schon reichen. Und in dem Moment, wo man sozusagen das akzeptiert wird, dass man die Möglichkeiten gegeben werden, sich auszudrücken, ein Teil dessen gesehen wird, wird auch Europa stärker. Das heißt, dass man wirklich diesen Prinzipien treu bleibt, Offenheit, Freiheit. So. Und ich muss nicht Diversität immer zeigen. In dem Moment, wenn ich auch Leuten die Chance gebe, die divers sind, ihre Geschichten zu erzählen, mit einer differenzierten Haltung und eben nicht dieses Klischierte und dieses Vereinfachte,
dann passiert ja etwas. Dann bin ich ja auch ein Role Model für die, die dort leben und sagen, ach, das ist möglich, da hinzukommen. Nicht nur, weil man divers ist, sondern auch vielleicht auch sozial schwachen Verhältnissen kommt. Es kommt ja auch noch dazu, dass diese Klassenschichten ja auch noch, gut, das ist ein anderes Thema, aber das auch eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, es ist eigentlich alles da. Wir müssen es nur sehen und wertschätzen und fördern. Da würde ich gern zu Sabine kommen, als auch Repräsentantin sozusagen. Warte ganz kurz. Na, es würde mich interessieren, weil wir hatten jetzt hier auch schon mal das Thema fast schon Autokratie, Didaktik kuratiert ist. Dann kommt aber immer wieder auch, dass die Perspektiven einfach aus der jeweiligen Perspektive eine andere Realität sind. Und die Frage ist, kann überhaupt eine Redaktion, und das würde mich einfach interessieren, was du darüber denkst, entscheiden, kuratieren, was ist eben die Wahrnehmung, wir sind ja ein offenes Europa, so wen lassen wir also seine Perspektive erzählen? Geht das überhaupt? Das finde ich einfach eine interessante Frage, weil jetzt auch immer wieder die Verantwortung des Didaktischen kommt, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich will erst auf was anderes eingehen. Es gibt es, die Geschichten sind da, ohne Frage. Es ist ein ganz großer Reichtum und es gibt in Europa auch einen wunderbaren Reichtum, weil es wunderbare Netzwerke gibt. Es gibt zum Beispiel von der Media gefördert Eurodoc, wo ganz viele, vor allen Dingen inzwischen ProduzentInnen, transfrontalier zusammenarbeiten in tollen Projekten mit einem riesen Reichtum von Geschichten. Da gibt es einen großen Nachteil drin. Das deutsche Fernsehen hat sich weitgehend aus dieser Art von Kooperation verabschiedet. Und mit dem deutschen Fernsehen meine ich auch Arte, weil der deutsche Teil von Arte ist da, der französische Teil ist sehr präsent, der deutsche Teil sagt, wir haben keine Sendeplätze. Ja? Wir haben das nicht mehr. Also sie haben es abgeschafft. Der Druck muss jetzt nicht auf die armen Redakteure, das sind Rädchen in diesem Getriebe, die leider nicht mehr die Wirbelsäule der Sender sind, weil sie überhaupt keine Gestaltungsbefugnis mehr haben, sondern sie sind angstgetriebene, hierarchiegesteuerte, verhuschte Wesen. Sie tun mir wirklich leid, weil das, was ich in den 80ern erlebte, wo man mir sagte, mach mal, und ich durfte auch Fehler machen und es war scheißegal, ob es eine Quote hatte oder nicht, dann war halt der nächste Film in Ordnung. Das alles geht nicht mehr. Also das heißt, wir müssen den Hebel woanders ansetzen und die Reformen, die über die Öffentlich-Rechtlichen laufen, die übersehen alle, dass die Strukturen, die Machtstrukturen, die Hierarchiestrukturen in diesen Sendern völlig kaputt sind. Und das muss geändert werden, damit solche Entscheidungen, weil die Stoffe liegen auf der Straße, ja, sie sind überall da. Wir sehen sie, wenn wir mit der U-Bahn unterwegs sind oder wo auch immer. Und die Erzählenden sind auch da inzwischen, weil sie die Filmschulen absolviert haben. Insofern, es ist alles da, aber die Machtstrukturen in diesem Bollwerk öffentlich-rechtlichen, die sind einfach von gestern. Oder von... Geht das nicht mehr, weil es nicht mehr geht oder weil Leute sagen, das geht? Weil da Leute drin sitzen, die eine andere Mentalität haben. Da sitzen die falschen Leute in diesen Führungsebenen. Das sind Leute, die sich vergleichen. Also deswegen verdienen sie auch die Intendanten so viel, weil sie denken, sie sind CEOs eines privaten Unternehmens. Lasst mich bitte hier jetzt nicht predigen. Das ist mein Lieblingsthema. Also ich höre da nicht mehr auf. Also das ist nein, da sitzen einfach Menschen, die sich irgendwie mit einem Chef von, wie heißt Henkel oder so vergleichen, dann wollen sie eben auch ein Privatflugzeug. Das ist ja nicht nur Patricia Schlesinger. Man hätte bei Buro ähnliche Dinge finden können. Man hat sie dann nur nicht gesucht. Ne? Und der ist dann ganz still geblieben und hat verweist auf sie, das ist so ein, ne, das ist jetzt nur der RBB, der nicht irgendwie funktioniert. Nein, es ist ein strukturelles, systemisches Problem, dass da eben Leute ans Ruder gekommen sind, die nicht mehr kreative, also früher hatten wir auch keine Intendanten, die kreative waren, aber die haben die anderen gestalten lassen. Und Redakteure hatten eine Kompetenz, sie waren Fachredakteure. Und mit der Abschaffung der Fachredakteure, die der von mir sehr geschätzte Fritz Pleitgen, weil er irgendwie auf einem Irrweg war, leider abgeschafft hat,
wenn ich kein Fachmensch, wenn ich von Dramaturgie keine Ahnung habe, wie soll ich denn dann einen Film beurteilen? Dann habe ich ein Muster und dann praktiziere ich meine Heldenreise, weil ich das in einem Seminar gelernt habe und dann wird das oktroyiert und dann stampfe ich mit meinen Fallschirmspringerstiefeln auf und sage, so muss es sein und die Musik muss ans Ende. Da ist keine kreative Begabung mehr oder Kompetenz mehr da. Und das halte ich für die ganzen Kreativen, weil sie an dieser weil sie an dieser Betonwand einfach aufprallen. Das ist wirklich das Ende unserer Qualität im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das für mich, danke den Engländern und Amis, ist es ein wunderbares Geschenk, was wir mal gekriegt haben. Aber es ist leider auf den Hund gekommen und deswegen braucht es dringend eine Reform. Das finde ich total schön, vielen Dank. Ja, genau, weil wir da im Endeffekt wieder zu Europa kommen. Das ist ja auch eine Struktur, die sich irgendwie so festgefahren hat, oder zumindest die EU, dass man das Gefühl hat, sie ist gar nicht mehr handlungsfähig. Vielleicht ist da eine Analogie, aber HP. Peter, erst. Ich wollte nur eine kleine ketzerische Nachfrage stellen und somit auch aus der Rolle hüpfen. Man könnte jetzt sagen, aus der alliierten Tradition der Öffentlich-Rechtlichen ist es uns im deutschsprachigen Raum gelungen, den Öffentlich-Rechtlichen, den Unterhaltungsaspekt völlig auszutreiben und es nur noch am Ende in irgendeinem System stecken zu bleiben, das so überhaupt nicht mehr funktioniert. Es ist wirklich sehr ketzerisch gefragt. Allerorts, wo wir den Öffentlich-Rechtlichen diskutieren, gibt es diese Kritik völlig zu Recht und dennoch gerade für den Bereich Kultur und Unterhaltung, nicht für den Bereich Information, halten progressive Kräfte an der Idee eines reformierbaren und guten Öffentlich-Rechtlichen fest. Sehen Sie das auch so oder müsste man eigentlich sagen, eigentlich müsste man progressive Medienpolitik längst woanders ansetzen? Wenn mir jemand ein besseres Modell präsentiert, lasse ich mich gerne überzeugen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Netflix für Europa wirklich die Idee ist. Ich glaube, es war eine gute Idee, sie muss nur ganz anders gefüllt werden und sie muss wieder andere Freiräume schaffen für kreatives Produzieren. Entschuldigen Sie, wenn ich da nochmal nachfrage, ich will Sie jetzt nicht für die Öffentlich-Rechtlichen befragen oder so, aber halten Sie es für reformierbar? Also jetzt mit Blick auf Österreich beispielsweise, allein in der Finanzgebarung hat man ja Verpflichtungen aus der Vergangenheit und so weiter. Das ist ja ein behäbiger Tanker, der kaum Bewegung zulässt. Oder ist es tatsächlich die Personalfrage, die Sie angesprochen haben? Wie würden Sie das mit Ihrer Erfahrung einschätzen? Ich habe noch Hoffnung, aber ich habe auch große Zweifel. Also wenn die agierenden Personen so bleiben und dieses Beharrungsvermögen und also ich sage immer, der WDR gleich der SED kurz vorm Fall der Mauer. Ne? Also guckt euch doch mal dieses Gebäude an, was die jetzt seit 10 Jahren da irgendwie, oder es wird vertuscht, noch und nöcher. Da fließen Millionen rein. Das ist absurd. Absurdes Theater, was da in Köln gespielt wird. Ich kenne jetzt nur den WDR ein bisschen besser, aber... Beim BR nicht anders. Ideen braucht das Land und Rüdiger, glaube ich, hat eine in petto, so empfinde ich das gerade sozusagen, was vielleicht auch eine kleine Revolution sein könnte. Naja, nee, habe ich glaube ich nicht. Also wenn der zwei Bemerkungen, wenn der WDR der SED vom Fall der Mauer gleicht, dann wäre das ja eine gute Nachricht, weil dann wäre es ja bald zu Ende. Ich habe den Verdacht, es ist so nicht. Kapitalistisch-realistisch betrachtet und eben nicht sozialistisch-realistisch hält sich das ganze Ding eine Weile, weil das ist das System. Das ist eigentlich das Symbol des Systems und nicht etwa das Symbol dessen, was schon wieder weg ist. Ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass es eine Alternative zum Öffentlich-Rechtlichen gibt. Also wir werden heute Nachmittag bei dem Panel, das ist jetzt keine Werbeeinblendung, aber vielleicht doch mit Johannes Franzen zum Beispiel und Monika Grütters darüber reden, was uns die Kultur wert ist. Und darum geht es. Das ist die Frage. Es geht nicht ohne Geld. Und wir müssen uns das leisten und öffentlich-rechtlich, die Zeitungen, die gibt es bald nicht mehr. Ich schreibe ja auch noch ab und zu für Zeitungen, eher für Radio. Beim Radio geht es jetzt auch los, dass die Kulturstrecken abgebaut werden. Ich werde es nicht mehr erleben, ich bin bis dahin tot. Aber die Jüngeren, es gibt Kolleginnen, neulich mit einer gesprochen, die hat noch über 30 Jahre vor sich, die überlegt, ob sie nicht nochmal eine neue Ausbildung macht. Ja? Und es sind Leute, die schon leben jetzt von ihrem Beruf, aber nicht länger. Das heißt, wir müssen das öffentlich-rechtlichen Kriterien unterordnen. Und wir müssen Presse, Medien, die wir dringender denn je brauchen, muss ich nicht ausführen,
öffentlich finanzieren, ansonsten haben wir sie nicht und dann geht auch die Demokratie zugrunde, dann müssen wir auch nicht über Europa und Regionen und Anerkennung von Gruppen reden und sowas, dann regiert Martin Sellner und solche Leute, zusammen mit den Neoliberalen, da bin ich ganz apokalyptisch. Ich wollte ansonsten nur eine Nachfrage stellen, auf die Frage, die Pauline Allen gestellt hat. Sie hat nämlich gefragt oder gesagt, wie geht es, dass jeder seine Perspektive erzählt? Das war gemünzt auf die Diskussion vorher. Ich würde ein Wort dazu fügen. Wie geht es, dass jeder aus seiner Perspektive erzählt? Weil nur dann haben wir das Wir. Wenn jeder in seiner Perspektive verharrt, dann haben wir ein Mosaik aus Identitäten. Die eigene Identität einzubringen, aber in eine höhere Ebene, in ein Wir, in ein gemeinsames, wie wir es immer nennen wollen, ich würde es Gesellschaft nennen, das ist meiner Meinung nach die Aufgabe. Das heißt nämlich auch, dass man aus seiner Perspektive herausgeht. Und brauchst dafür dann Schöner aber nicht Gedanke. am Ende doch wieder eine Art von Vision, ein Ziel, ich will jetzt nicht sagen ein Leitbild, etwas, was da am Ende erreicht werden kann und soll, was uns alle anzieht. Also da nochmal zurück auf das, wenn wir dann die Revolution gemacht haben und den WDR gesprengt haben, neu und anders aufgebaut haben, dann ist ja trotzdem immer noch die Frage, die du gerade stellst, naja, was erzählen wir dann, wenn wir diese Freiheit haben, alles das machen zu können, was wir wollen? Dann sind wir nämlich auch noch, dann haben wir nämlich die große Frage, und jetzt, was erzähle ich? Was erzähle ich und wie erzähle ich's? Wir erzählen dann Rom, Urbi et Orbi, die Stadt und der Erdkreis. Wir erzählen alles. Aber wir erzählen es aus einer eigenen, gewissermaßen, also der jeweils eigenen Perspektive, der Herkunft her oder dem, wo wir stehen. Ich würde es eher so nennen, weil die Stadt ist ja auch Urbanität, also nicht Blut und Boden. Aber wir erzählen es für alle. Und nur dann entsteht, also wir wollen doch ein Wir, aber man kann nicht einfach das Wir behaupten und sagen, da sind jetzt alle drin, prima, Grenzen auf, Problem gelöst. Ist ja nicht so. Das wissen wir auch alle. Also müssen wir es herstellen und das ist Arbeit. Aber jetzt hast du doch einen Widerspruch, weil eben hast du gesagt, es geht nicht nur darum, verschiedene Perspektiven zu erzählen, sondern Menschen aus ihrer Perspektive erzählen zu lassen. Jetzt sagst du wieder, wir erzählen aber Rom. Und nur als Anekdote, ich bin ja kein Filmemacher. Was bei mir hängen geblieben ist, in Hamburg gibt es eine Siedlung, die heißt Mümmelmannsberg. Das ist eine große Sozialwohnungsprojektsiedlung gewesen. Sozialer Brennpunkt war es mal und dann wieder und bla bla bla. Und Horst Königstein hat eine wunderbare Dokumentation gemacht, die Leute von Mümmelmannsberg. Und da gibt es eine Szene ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob es in der Mediathek zu sehen ist, gibt es und es ist ganz simpel. Er klingelt an der Tür von Leuten und sagt, guten Tag, ich bin vom NDR, wir machen Unterhaltungsfernsehen und ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Und diese Idee von Unterhaltung ist ja das, um was es geht, um Geschichten zu erzählen. Die Leute erzählen totalen Scheiß, aber sie fangen an, das erste Mal in ihrem Leben die beschissene Situation, in der sie stecken, zu reflektieren. Da wird nachher noch Inge Meisel eingeladen und Mary Rose spielt da, glaube ich, auch noch auf. Ne? Und das ist natürlich alles grenzwertig, aber gleichzeitig eben auch sozusagen, die Leute kommen in Kontakt mit dem, was sie ansonsten als Erzählung angeboten bekommen und merken, alle Welt kocht mit Wasser, genau wie sie auch. Und was ich damit auch sagen will, ist, ich meine, zum einen, jetzt versuche ich selber so einen Widerspruch aufzumachen, brauchen wir neue Begriffe. Keine Ahnung, wie das aussieht. Und Begriffe, um auch nochmal auf Hegel zu kommen, sind immer verbunden mit Arbeit. Es ist eine sehr anstrengende Arbeit am Begriff. Statt die alten abgelutschten immer wieder und umdefinieren und irgendwas und neu denken, ja, sondern ich weiß nicht, wie es aussieht, aber Begriffe, das wäre ja sozusagen auch die Arbeit, die Kluge eingefordert hat, im Sinne von, es gibt Bilder und die müssen irgendwie zum Sprechen gebracht werden. Und die können auf ganz verschiedene Weise zum Sprechen gebracht werden. Und ist gar nicht eine Befürchtung, sondern und auch keine Hoffnung, aber ich meine, was dann dabei rauskommt, dass diese Geschichten zwar sehr vielfältig sind, aber eigentlich nicht sonderlich originell. Also im Sinne von, es geht gar nicht darum, dass man sich jetzt sonst was an paradiesischen Welten ausdenkt, sondern einfach
in ganz simpler Weise, weil das ist ja auch die, sagen wir mal, politische Erfahrung von Leuten, die jetzt über sich reden, egal was sie denn sind, Menschen zum Sprechen zu bringen und nicht über Menschen reden, was wir automatisch tun, was ich auch jetzt tue. Ja? Und natürlich wäre es dann auch eine Aufgabe dafür, verschiedene Kanäle zu haben, aber sozusagen die Didaktik, die notwendig ist, entwickeln die Menschen ja in der Situation, wo sie quasi die Produktionsmittel, und das ist ja auch ihre Sprache, die sie haben, selber in die Hand nehmen. Und diese Vielfalt der Stimmen, die dann rauskommt, ergibt ein völlig anderes Bild. Das wird man wahrscheinlich nicht benutzen können, aber es ist ein Bild. Wichtig finde ich da nur, dass die Vielfalt der Stimmen auch bei den Machern liegt, weil am Ende ist es trotzdem, also ich als Dokumentarfilmerin habe mir immer die Frage gestellt, gibt es überhaupt Objektivität? Und am Ende wähle ich dann doch aus und ich entscheide oder eine Redaktion zusammen, welche Menschen, bei welchen klingeln wir und sprechen. So. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir schaffen, als Utopie das zu öffnen, damit es eben auch Leute gibt, die auf ganz andere Ideen kommen, wo sie klingeln wollen. Und ich finde es nur so einen interessanten Gedanken, wieder zu sagen, wir erzählen für alle, weil ich habe das Gefühl, dass ganz oft das auch so ein Missverständnis ist beim Filmemachen, dass für alle erzählen bedeutet, zu überlegen, was verstehen alle Menschen gleich und es dadurch immer so weit zu simplifizieren, weil man denkt, alle gleichermaßen müssen es verstehen. Dabei ist Film ein Medium, was eigentlich gar nicht Bildung voraussetzt, weil es emotional und mit Bildern erzählt und dadurch eigentlich alle erreichen kann, ohne dass man sich von oben herab überlegen muss, was verstehen alle. So, und deswegen denke ich, dass wir viel mehr in diese Richtung müssten, dass es einfach verschiedene Stimmen sind, die im Bestfall so arbeiten dürfen, wie du erzählst, dass man ihnen eben gar nicht so viel vorgibt, dadurch, dass einfach eine Pluralität entsteht. Ich glaube, Mina? Sind schon fast die Schlussworte, habe ich so das Gefühl, wir biegen so ein auf die Schlussworte, in die Zusammenfassung, in die Utopien oder vielleicht auch etwas anderes. Ich würde noch mal gerne eine Utopie aussprechen aus Bitte. einer jungen Perspektive. Ich bin Nachwuchsproduzentin. Ich arbeite für eine Produktionsfirma, die ausschließlich größtenteils mehrheitlich für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Ich habe jetzt gerade eine Mischungsabnahme letzte Woche gehabt für das ZDF. Und würde noch mal gerne die Frage aufmachen, für wen erzählen wir eigentlich? Ich habe tatsächlich das Gefühl, also viele Projekte, die ich bekomme, viele Projekte, die ich lese, natürlich nicht nur das, was ich persönlich akquiriere, da ist Diversität einfach vorhanden, weil man so aufwächst, glaube ich. Also da fragt man sich das gar nicht mehr, sondern man kommt automatisch in Gespräche mit tollen Leuten und dann arbeitet man zusammen, finde ich. Also es wird gar nicht gezielt gesucht, ich brauche jetzt eine diverse Person, was auch immer das eigentlich bedeutet. So, man kommt einfach durch unsere Gesellschaft, weil wir in einem People's Business arbeiten, automatisch an die richtigen Leute. Nur schwimmen die Leute gemeinsam vor den Redaktionen und vor den Förderern. Also da stagniert es auf einmal. Dieser Diskurs, dieses Gespräch miteinander, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich 3 Tage lang mit Teen voneinander sitzen und uns unterhalten darüber, was... Genau. Und was könnte man denn eigentlich alles machen? Und ich habe das Gefühl voll oft, dass über uns auch ganz viel entschieden wird, hinweg entschieden wird. Was ist eigentlich mit dem Nachwuchs? Wo sind die Talente? Was machen die Talente? Scheiß auf die Talente, weil ich will noch meine große 300% Rente am Ende meines Lebens haben. Und irgendwie fühlt sich das so ein bisschen so an, als würden wie du es gerade gesagt hast, ich hoffe, ich darf du sagen, Menschen einfach nur ihren eigenen Hintern retten wollen, um noch auf diesem Platz sitzen zu dürfen, wir sind schon längst im Untergang. Die Titanic ist sowas von unter Wasser, kurz vor Atlantis, und man muss irgendwie versuchen, darüber zu reden, warum ist das eigentlich so? Und wir werden gar nicht gefragt. 0%. Und dann darf ich wieder von einer Redakteurin sitzen, die sagt, oh, nee, aber der redet jetzt so asozial. Weil bei El Aktiv irgendwie nach Deutschland gekommen ist und halt so redet, das ist ihr jetzt zu viel können wir den vielleicht synchronisieren, damit wir den Senderauftrag nämlich erfüllen, Menschen nicht mehr, die marginalisiert präsentiert werden, dass sie auch nicht so reden sollen, weil das dann zu krass wäre. Und damit nimmt sie ihm aber seine Sprache, weil er so redet. Und ich sitze dann da und denke mir nur so, oh mein Gott, was mache ich hier? Fuck, das ist jetzt mein Job.
Und ich wünschte, es wäre anders. Also meine utopische Vorstellung, zum Beispiel der Öffentlich-Rechtlichen, weil ich für sie arbeite, wäre, dass es nicht nur ein ZDF und ein ARD gibt. Gibt doch ein Sender, ein einziger, der gemeinsame Gelder hat in einem. Es gibt nicht nur ARD oder ZDF, es gibt nur das erste für beides oder das zweite, wie man es nennen will. Man hat informatives Fernsehen und Show im Fernsehen, weil die Quoten werden erfüllt. Und dann hast du einfach alles Fiktive, seines Serien, seines Filme in den Mediatheken. Da holen sie nämlich auch die jungen Leute ab. Und wir haben vielleicht eine andere Entscheidungsfreiheit, nicht auf quotenbasierter, senderspezifischer Senderplätze Content zu schaffen, der teilweise dann so schlecht ist, nicht weil man es schlecht machen will, sondern weil es nicht anders möglich ist. Und das nimmt einem sowas von die Freiheit. Auch als kreative Produzentin muss ich sagen, irgendwie frage ich mich, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Und ich möchte nicht mit 31 denken, ich muss mich jetzt anders ausbilden lassen. Ich brauche jetzt eine neue Ausbildung oder werde doch Regisseurin, haha, weil ich dann irgendwie eine andere Freiheit habe. Also genau, zum Thema, es wäre eigentlich möglich, glaube ich, wenn man sich gegenseitig zuhören würde. Ich würde gern direkt darauf was sagen. Also auch hier muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ja beim WDR Leute, die gute Sachen fördern. Ja, also zum Beispiel Andrea Hanke, die wirklich ganz tolle Arbeit leistet. Also es ist nicht nur schlimm, 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 weil sonst gäbe uns diese Filme gar nicht. Das muss man nochmal dazu sagen. Genau. Das sind zu wenige. Das muss unterstützt werden, aber das ist ja schon vorhanden. So, das ist ja da und das muss man auch mal mit erwähnen, finde ich. Das ist ganz wichtig. Und für mich auch nochmal die Frage, die Aufgabe der Kunst von Filmen. Ich glaube, für mich darf Kunst nicht irgendwas erfüllen, auch nicht erziehen. Kunst muss radikal sein, muss frei sein. Und jede gute Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft, automatisch. So. Und wenn man die Leute lässt, so radikal zu sein, dann entsteht auch was Gutes. Und ich glaube, zu dem Wir-Gefühl gehört auch, dass man sich kritisiert, dass man einfach sich in Frage stellt, was für selbstverständlich hält. Und gerade ist ja so ein Umbruch, auf einmal haben die Leute Angst, ihre Privilegien zu verlieren, müssen ganz genau achten, wie sie sprechen, was sie benutzen, das Wording beachten, was ja auch gut ist. Das ist, und ich sehe es auch gar nicht so düster, es ist gerade im Umbruch, aber es passieren auch gute Sachen. Es hat lange gedauert natürlich, das hätte auch vor 20 Jahren passieren können, aber es ist etwas in Bewegung, das merkt man ja. Und ich finde, darauf muss man auch achten, dass irgendwas sich auch wirklich positiv verändert und dass wir jetzt nicht gleich wieder alles zunichte machen, alles in Frage stellen, sondern sagen, okay, es ist ein Teil dieses Prozesses und wir sind ja gerade im Wir. Und das Wir gehört Kritik, Zweifel. Und das, wenn man so zusammen wächst, dann ist auch ein gutes Wir und nicht ein künstliches Wir. Wow, das war wie ein Schlusswort, Aische, sozusagen. Also ich glaube, das würde ich fast so stehen lassen wollen. Ich glaube, wir kommen sowieso nicht an das Endpunkt, an diese eine Utopie, unter die wir alle unterschreiben können. Wir, glaube ich, merken, es macht Arbeit, Europa zu bilden. Es macht Arbeit, das in Filmen abzubilden. Ich würde aber einmal noch diesen Satz von Herrn Kluge von gestern Abend uns nochmal in Erinnerung rufen. Es wäre doch gut, es ist wert, aufgesammelt werden die Geschichten, die Europa ist. Das Europa ist nicht eines und wir müssen oder wir sollen Europa immer wieder neu erzählen, uns die Geschichten vortragen, bis wir wieder die Lust an Europa größer machen. Also dieses Lustvolle, die Lust an Europa, an Lust am Leben, das wäre dann auch das, was du sagst, dass Unterhaltung auch wieder eine Rolle spielt. Also unglaublich viele Sachen, die heute gekommen sind, glaube ich, sind in diesem Satz von Kluge drin und ich hoffe, dass wir uns Lust auf diese Arbeit haben, gemeinsam und jeder für sich, dass wir dieses neue Europa, wo wir gar nicht wissen, was das sein wird, bilden. Vielen, vielen Dank für die Energie, für das Mitmachen, diese Runde unter Gleichen sozusagen Europa bildend. Vielen Dank und wir sehen uns in den anderen Panels wieder. Von Ihnen vielen Dank für die charmante Co-Mitmach-Moderation. Vielen Dank euch allen, Ihnen allen. Danke.
Before you go, can I give you one? I am in a way I look from here, not in there, from outside. And what is surprising? There is one surprising element. There is a big thing happening today in Europe, and we ignore it right now. Maybe yesterday, maybe tomorrow we will mention about it, but there is a war, right? There is a war, and every day people are dying, right? And every day from Russian side and from Ukrainian mostly, a lot of people are dying every day. So, and of course it's act of aggression from Russia. But what is interesting is that it's possible. So what you did like before that, before European Union, France and Germany and France and UK, and you were fighting 1,000 times, right? Suddenly, 50 years, you are not fighting anymore. And now evils appears again from Russian side. It's possible. So we are very intellectual, we are talking about big things, we are thinking about utopias, but there are simple things. There are bad people for some corrupted personal purpose. They convinced country attacks another country, and we think, oh, it's not connected to us. It was here as well, less than 100 years ago. Less than 100 years ago, we were eating each other in many countries, literally eating meat of human in many countries. It was just here. We are sitting here, we don't even think, oh, it's quite close to us. It's only 2 hours flight. It might come back. It might come back. So you have something really important here, but it's very fragile at the same time. That's why I was talking about freedom in the beginning, because what's happening there is because there is no freedom. This is why first what Putin did, he closed all freedom, all public, all TV, everything, all newspapers. He closed it. He controlled completely film production, completely. You cannot even apply to make movie if it's not about patriotism. You cannot even, or it must be about patriotism, or it must be totally corrupted. Then you pay him personally. So you have something unbelievable. You achieve something unbelievable. Keep it, people. Don't think it's just for granted. No, it's not. And about utopia, humanism, great stuff. But maybe we have to make next step. Maybe it's time to say, okay, because of humanism, we are doing bad stuff as well. We are, let me be simple. We are killing every year 1 billion pigs. For humanism, for us. 60 billion chicken, just because we want to eat. Now we're gonna eat. We are killing 2 trillion fish every year, just for us. It's humanism, right? It's for us, because it's for us. Maybe we have to give next step, maybe, and this is why Europe is good, because in Europe you created ideas many hundreds of years. Some of them are great. Maybe this is what we have to do. Maybe we have to create ideas, maybe radical ideas in terms of art. Not radicalism is not good for anything but art. Here you can be creative or radical. Okay, and I once again thank you for what you do, but don't take it for granted. Vielen Dank für das Schlusswort.